Dann einmal willkommen an alle und hi, Outrageous Moshiba. Ich hoffe, das wird ausgesprochen. Schön, dass du da bist und vielen Dank für dein Follow. Und viel Spaß mit deinem Blaubeeren. Flugzeug kannst du essen. Entschuldigung. War da nur Emote-Chat noch an. Den mache ich halt immer an wegen, ja, wenn ich nicht live bin. Das ist sowieso Kinder hier, aber nur falls. Mir geht's heute ganz gut. Also, naja, also es doch, es geht ganz gut. Ja, ist die Musik so laut? Ich dachte, ich hätte sie leiser gemacht. Besser. Viel besser. So, dann können wir auch gleich anfangen. Das ist eine Minütchen, warten wir noch. Dann geht's rüber zu Streamriders erstmal und dann quatschen wir ein bisschen, was sie halt auch auf Twitter angekündigt hatte. Bisschen, was ich mir halt auch für über die Minecraft Live, was ich hoffe, was da angekündigt wird, oder was ich halt auch für am wahrscheinlichsten denke. Das, was ich hoffe, wird nämlich nicht am wahrscheinlichsten sein. Aber wer weiß. Wir haben uns ja schon öfter mal überrascht. Und vielleicht auch noch, ich habe ein paar kleine Änderungen am Minecraft Overlay gemacht. Eigentlich nur für heute, weil ich halt auch will, dass das Video optimal, also nicht so klein zu sehen ist, wenn er da oben mal hier rüber gehen. Ist ja doch schon ein bisschen klein, dann dachte ich mir einfach, da gibt es schon eine bessere Lösung. Also haben wir das so gemacht. Wie ich sie heute bearbeitet. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse, auch für das Spiel dann, aber mal schauen. Ich glaube nicht, ich ändere das dann wieder zurück. Weil da die Maße von dem Fenster nicht so ganz stimmen, aber die Minecraft Live ist das ganz gut so. Wir wollen jetzt aber erstmal so Streamriders rübergehen. Hier in eine Runde starten und zwar gleich die Loyalty Chest. Macht einen mit, dann kriegt er schön viele Tokens. Ah, jetzt haben wir feindliche Türen. Da die Bewohner. Gegner tauchen wir Zeit auf. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß dann beim Mitspielen. Ansonsten denke ich mal, hier können wir erstmal rüber und solange die eigentlich noch nicht ist. Wo haben wir sie denn jetzt? Da. Lass mal kurz ausblenden.
Also was erhoffe ich mir von der Minecraft Live? Was ich mir hoffe ist, was auch irgendwann höchstwahrscheinlich auch kommen wird. Ich weiß nicht, ob manche von euch diese oder irgendwie so die Mod, glaube ich, für Minecraft, also die eine Himmelsversion eingeführt hatte. Den Entwickler dieser Mod hat ja Mojang schon seit einer Weile in ihr eigenes Team mit aufgenommen. Ja, damals kam auch die Schreie, dann wurden dann lauter, dass es vielleicht eine neue Dimension geben wird dann irgendwann. Das hoffe ich mir, dass sie das heute ankündigen, weil halt auch manche das geäußert haben, weil es halt viel um die 4 immer ging und um Enderman und die verschiedenen so Andeutungen angeblich ja geben würde, dass es eine 4. Dimension eingeführt werden wird. Was ich allerdings eher wahrscheinlicher denke ist, was auch Mojang ja selbst angekündigt hat. Hi Blatteis, schön, dass du einschaltest. Wie geht's dir? So, wo waren wir jetzt? Richtig. Nicht Himmelsdimension, sondern was ich eher denke, ist, dass sie das Ende updaten, weil das hat Mojang auch selbst angekündigt, bevor sie darüber nachdenken, eine neue Dimension einzuführen, wollen sie erstmal jeder Dimension ein Update verpassen. Das Nether hatte ja mit dem 1.16 Update 1. Die Oberwelt hat ja ihr jetzt auch bekommen, weil es ja komplett überarbeitet wurde mit dem Höhlen- und Klippen-Update, die komplette Weltgenerierung. Mit dem 1.17 und 1.18 Update. Ich vermute ganz stark, dass das 1.19 Update höchstwahrscheinlich das Ende updaten wird. Jetzt gut, das freut mich. Ja, was denkt ihr? Was wird uns das 1.19 Update bringen? Welches uns dann heute gegen 18 Uhr, also ab 18 Uhr fängt das Ganze an, angekündigt wird. Ansonsten, was habe ich denn zu sagen zu Foxcroft 2.0, wenn man so will. Einige Dinge, das Ganze als erstes natürlich wird das Ganze, wie ich auch schon öfter angekündigt hatte. Ach, vielen Dank, Bär, für die inzwischen insgesamt schon 14.250 Blaubeeren für den 12 Stunden Halloween-Stream. Wo wir natürlich alle hoffen, dass wir den noch erreichen. Zwölf Stunden ist ja überhaupt nicht lange. Ja, okay, wo war ich? Foxcroft 2.0 wird ein Java und Bedrock Editions Crossplay-Server. Falls jemand fragt, ja, Redstone und alles drum und dran wird wie in der Java-Edition auf dem Server funktionieren. Das liegt ja daran, da der Server nämlich ja, ein Paper-Server ist. Das heißt, er ist für die Java-Edition eigentlich gedacht. Damit dem Geysir-Plugin wird dieser allerdings dann ja wird es machbar sein, dass dann beide drauf spielen können. Und ich bin gerade sehr damit bemüht, halt auch bestimmte Sachen einzubauen, was jetzt Moderation angeht, was allerdings aber auch vielleicht auch Verkaufsstände angeht, etc. Was es angeht, Plugins zu finden, die halt auch mit der Bedrock-Edition einigermaßen kompatibel sind, weil die sind ja nicht darauf ausgelegt, dass sie mit Geysir funktionieren sollen. Da gibt es manche, die sind dann halt sehr kompliziert umzusetzen, die tue ich dann eher verwerfen und ist ein Haufen Arbeit nebenbei noch. Also wenn ab und zu mal ein Stream ausfällt, dann arbeite ich höchstwahrscheinlich daran und habe dann die Zeit vergessen. Und danke Tschüss für die insgesamt 12.000 Blaubeeren schon. Ja.
Das dazu, es wird auf jeden Fall ein Claim-System geben. Das heißt, man kann sich am Anfang eine feste Anzahl von Chunks einfach sichern. Darauf kann dann niemand bauen, darauf kann niemand was abbauen, darauf kann niemand... Also man hat es halt sicher, man kann selbst darauf bauen, man kann Leute freigeben, dass sie in diesen Bereichen bauen können. Und man wird auch nach und nach, wie gesagt, größere Gebiete freischalten können, dass man mehr sich absichern kann. Man kann natürlich immer drüber hinweg bauen, allerdings kann da jemand anders kommen und direkt daneben sich da was absperren. Da muss ich auch mal irgendwas machen, dass das nicht ganz so einfach ist. Wird allerdings wahrscheinlich eher mit Regeln sein werden, als wirklich eine Funktion in Plugin dafür zu finden. Ja, und daneben wird es natürlich, was ich auch schon bei anderen gesehen habe und ich auch einführen werde, ist, wenn ihr hier mir zuschaut im Stream und euren Twitch-Account verlinkt habt mit einem Befehl auf dem Server, kriegt ihr für das Zusehen hier Belohnungen auf dem Server, also so eine Art Loot-Pack, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, irgend so eine Art Loot-Pack zu kriegen mit allen möglichen, sei es Spawn-Eier, vielleicht auch ganz selten ein paar Diamanten, etc. etc. Alter. Und ich glaube, die beste Änderung ist, es ist nicht mehr notwendig, sich für die Whitelist zu bewerben, da Datenschutz technisch das Ganze von einem Plugin geregelt wird. Das heißt, bevor Daten abgespeichert werden, kommt eine Aufforderung, man muss der Datenschutzerklärung zustimmen. Ich glaube, da sind die meisten am meisten froh, dass das sich ein bisschen vereinfacht. Das war ja schon für mich selbst auch nervig, weil ich jeden einzeln freigeben musste, jeden einzeln auf die Whitelist eintragen musste und das war auch nicht gerade so schön auf meiner Seite. Aber ja, dann können Java und Battle Royale zusammenspielen, ohne große Nachteile für die beiden jeweils. Du halt einigermaßen auszugleichen. Ja, nebenbei werden auch, zumindest arbeite ich gerade daran, ich bin noch nicht sicher, ob ich das auf einfache Weise hinkriege, ich versuche es. Wird es möglich sein, auch zu verifizieren, dass man mich hier auf Twitch abonniert hat. Und natürlich möchte ich Abonnenten halt auch auf den Server ein paar Vorteile geben. Allerdings nichts, dass sie jetzt, ich weiß nicht, Starterpaket kriegen mit 100 Diamanten und sonst was alles, sondern eher Sachen, die nicht wirklich das Spielgeschehen, also nicht wirklich einen Vorteil geben jetzt in der Weise, dass sie dadurch schneller vorankommen als andere auf dem Server. Das nicht mehr ganz so einfach ist, aber zum Beispiel kann man dann auch Homepoints setzen. Normale Spieler können einsetzen, Abonnenten können dann zum Beispiel 3 setzen als Beispiel. Aber so viel dazu. Gab es noch was natürlich. Ja, man wird dann möglich sein, auf einfache Weise halt Verkaufsstände zu machen, mit von Schildern etc. etc. Halt all die üblichen Plugins, die es so gibt. Dass man halt auch Dinge auf einfache Weise selber verkaufen kann. Allerdings ist ja noch ziemlich alles in der Anfangsphase. Vor allem das eine Plugin macht mir ein bisschen Sorgen, da... Ja. Und natürlich, weil dann auch erst noch das 1.18, ja, 1.18 Update kommt, der zweite Teil des Caves and Cliffs Update, wird sich Foxcroft 2 natürlich hinauszögern, weil wir dort dann auch noch auf das Update für Geysir warten müssen, was wahrscheinlich nicht allzu lange dauern wird, aber ein bisschen doch. Schön, dass dir die Emoji gefallen, Bär. Und tut mir leid, dass man die nicht hier sehen kann im Stream. Also im Stream Overlay, das liegt daran, dass die Elements die 7 TV Emotes noch nicht unterstützt.
Allerdings arbeiten sie bereits an der Implementierung. Wird also nicht allzu lange mehr dauern. Die ist toll. Finde ich auch. Schade, ja. Aber die, ich glaube, wenn man, muss ich mal kurz nachgucken, eigentlich müsste, wenn man die nutzt, die beiden zumindest. Ja, die werden im Chat angezeigt. Nur einer von beiden, das macht Steam Elements irgendwie ganz komisch. Die habe ich halt manuell hinzugefügt. Warte nochmal den, oder habe ich den vergessen? Ne, da ist er, okay. Da habe ich halt manuell hinzugefügt, dass die dann auch angezeigt werden einigermaßen. Bis wir halt das richtig implementiert haben. Ah ja, was erhofft ihr euch? Von Foxcroft, von dem zukünftigen Minecraft-Update, also von 1.19, wo wir heute ein bisschen was mehr zu erfahren werden. Was sind da eure Wünsche, Hoffnungen, Träume? Natürlich nur, wenn ihr auch sagen wollt. Müsst ihr natürlich nicht. Ich weiß nicht. Kommt ein bisschen drauf an. Aber worauf ich... es war eher so eine Idee, mit der ich gespielt habe. Ich habe mit der Idee gespielt, dass bei Foxcroft das ein bisschen... Muss man natürlich nicht machen, aber dass es eine Art, dass es... Wie soll ich denn nennen? Story beinhaltet. Falsches Wort. Lore. Nicht so, also so eine Art Vorgeschichte. Man muss sie nicht nachspielen, so in etwa. Also jeder kann natürlich ganz normal Minecraft spielen, wie er mag. Farm bauen etc., was jeder halt Minecraft mag. Aber es gibt auch viel Verstecktes, ein paar Easter Eggs vielleicht, die man finden kann, die ich versuche da ein bisschen auf dem Server zu verstecken. Falls ich dann dazu komme, also das ist auch mal die Sache. Und natürlich auch wie bei Foxcroft 1 ist das Nether und das Ende am Anfang nicht zugänglich, sondern muss freigeschaltet werden durch euch. Es mag für manche vielleicht ein bisschen nervig sein, aber muss man halt auch so sehen, es ist sonst, Minecraft kann, wenn man will, sehr schnell langweilig werden, wenn man eine neue Welt anfängt, wenn man wahrscheinlich zu sehr durchhuscht. Es gibt welche, die tun, innerhalb von einem Tag haben sie alles. Voll eine Netherite-Rüstung komplett alle, also Tag, wenn nicht 1-2 Tage, eine Woche. Wo ich mich jetzt so ein bisschen frage, ja, wie schaffen wir das? Um das halt ein bisschen auszubremsen, was wahrscheinlich einigen nicht gefallen wird, sind die beiden Sachen halt erstmal gesperrt. Erst schalten wir das Nether frei nach und dann auch das Ende. Und wie gesagt, nicht zu böse, aber das ist halt so geplant. Ich glaube, das, was mich am meisten stört, ist, dass ich mich wahrscheinlich umgewöhnen muss, was Redstone angeht, weil ich ja eigentlich fast ausschließlich für Battle Redstone spiele. Und Redstone ist ja in Java doch ein klein wenig anders, weil sie da sehr viele, sie haben Fehler drin. Das ist ja auch nicht anders bezeichnen. Der sogenannte BUT-Switch, also BUT-Switch, ist ein Fehler in Minecraft. Er ist eigentlich keine Funktion, er wird als das genutzt und wird auch nicht behoben, weil das wahrscheinlich für sehr viel Aufschrei sorgen würde. Aber er ist eigentlich ein Fehler.
welcher in der Beta-Edition von Anfang an nicht mit hineingenommen wurde, weshalb er dort nicht vorhanden ist. Um das mal kurz zu sagen, weil manche das vielleicht nicht so ganz wissen, oder auch, dass unter bestimmten Szenarien Redstone-Signale durch die Luft übertragen werden können. Ja. Ja, wird ein bisschen komplizierter für mich, da erstmal wieder durchzublicken. Aber trotzdem wird natürlich das Furcroft-Projekt dann noch kommen. Nach dem 1.18 Update. Ja, bitte ein bisschen Zeit lassen zum Vorbereiten. Hi Skronik, schön, dass du einschaltest. Wie geht's dir? Ja, ein bisschen Zeit lassen zum Vorbereiten von Furcroft halt auch. Natürlich auch, wenn Geysir halt das Ganze veröffentlicht hat, um auch ein bisschen bei Furcroft auch vorzubereiten. Also es ist viel Arbeit. Es ist nicht wenig, leider. Du freust dich auf die Minecraft Live. Und das freut mich. Ja, was glaubst du denn, Skronix? Was wird angekündigt? Was hältst du für am wahrscheinlichsten? Entweder, dass das ein Update fürs Ende kommt, eine neue Dimension oder was komplett anderes. Supi, das freut mich. Schenkst es gar nichts, Herr Kekse, war nett von dir. Ja. Bei vorhin schon, ich kann mal kurz zusammenfassen. Habe ja über Foxcroft nochmal was gesagt, dass ja das Ganze auf einem, nochmal zusammengefasst, was ein bisschen dafür geplant ist, dass so ein bisschen da mal Story-Elemente verstecken auf dem Server, die man natürlich nicht befolgen muss. Die bieten überhaupt, also man bekommt nichts dafür, wenn man das macht, ist so ein bisschen, es gibt ja Leute, die mögen so RPG-Games, dass es so ein bisschen Rollenspiel drin hat, aber weniger mit den anderen Spielern, sondern mehr mit, ich weiß nicht, Lore-Finding oder Lore-Hunting, wenn man so will. Das ist ja vielleicht so ein bisschen, ich will auch nicht zu viel verraten. Lasst euch da überraschen. Und vielleicht sehen wir dich da auch Skonix. Der Java-Edition kann man ja dann auch darauf. Also, falls du Lust hast. Aber ja. Ist einiges geplant dafür. Aber was anderes noch. Gestern kam ja und ich habe das Spiel tatsächlich selber Ewigkeit nicht mehr angefasst, weil es für mich etwas langweilig wurde. Also ich mag Animal Crossing. Ich habe jeden Teil davor gespielt. Jahrelang. Und Animal Crossing New Horizons hat mich eher gesagt enttäuscht, war halt am Anfang, haben zwar ein, zwei neue Sachen reingebracht und dann alles Alte weg. Und jetzt haben sie nach und nach die alten Sachen als Update reingebracht und als neu verkauft. Zweite Hälfte von 1.17, sprich der 1.18, sprich Warden, Archäologie und so weiter. Außerdem halt noch das Voting für das Mob, für das LA. Und als was ganz Neues. Das meine ich ja, das musste so lachen. Mit Animal Crossing Horizons. Was ist denn damit? Also es ist, die haben jetzt zum Schluss alles reingebracht,
was in alten Spielen drin war wieder. Die haben einfach nur alles da wieder eingeführt mit dem letzten Update. Große letzte Update am 5. November. Wir packen jetzt alles rein, was wir entfernt hatten. Ich bin ja immer noch der Meinung, weil es ja am Anfang, bevor das Spiel veröffentlicht worden ist, einen Verweis gab auf In-App-Käufe. Ich bin mir immer noch sicher, sie wollten jedes Update als DLC verkaufen am Anfang. Und nur weil es da so einen Aufschrei gab, haben sie es nicht gemacht. Und ich bin für alle dankbar, die sich bei Nintendo im Vorfeld schon beschwert haben, bevor sie überhaupt was darüber sich geäußert hatten. Ich kann das sagen, das Spiel wird am 5. November released. Ja, genau. Am 5. November kommt die Vollversion vom Spiel raus. Das davor war, wie nennt man, Pre-Release. Das war noch Beta-Phase. Jetzt kommt das Spiel erst richtig raus. Und das Einzige, eigentlich, es ist auch noch nicht mal ein neuer Inhalt. Und zwar mit dem Happy Home, nicht Happy Home Designer, sondern wie haben sie genannt? Happy Home, so was Ähnliches. Ich habe tatsächlich Happy Home Designer selber auch gespielt. Mochte das Spiel, weil das halt eines der meiner Lieblingssachen ist in Animal Crossing halt das Einrichten. Das mag ich am meisten. Und ja, ehrlich gesagt war ich traurig, dass genau das Geld kostet. Paradise, ja genau. Happy Home Paradise. Genau, ich war eigentlich traurig, dass genau das, was eigentlich als einziges neues Inhalt auch noch nicht mal wirklich neuen Inhalt reinbringt, ein bisschen neuen Inhalt reinbringt. Geld kostet. Über 25 Euro finde ich absolut legitim. Ja, 25 ist... Also, man muss ja bedenken, dass... Ich muss gerade daran denken, weil jetzt ist das Spiel halt vollständig. Jetzt würde ich sagen, ist ein richtiges Spiel. Und Happy Home Paradise ist halt jetzt ein DLC dazu. Das passt auch. Das ist wieder, wie es früher war. Nicht wie heute in Zeiten von Sims 4, wo du dir das Hauptspiel kaufst, da ist nichts drin und du kaufst dann ein kleines Häppchen dazu. Wie war das Meme? Ich muss mir gerade dran denken. Ein Vergleich früher und heute mit Videospielen. Früher hast du einen Burger gekriegt, das war das Hauptspiel und dazu konntest du ja als DLC noch ein paar Pommes nehmen. Heute ist das Hauptspiel die Brötchen. Als DLC gibt es dann das Fleisch, Salat, Tomaten und den Belag hat alles. Du musst ja also eigentlich Stück für Stück dir das Spiel einkaufen. Das Problem ist nur, dass die Preise nicht runtergegangen sind, sie blieben gleich. Jetzt so wie das Spiel ist, finde ich das auch angemessen im Preis und es gibt ja auch für die Möglichkeit, welche die Nintendo Switch Online mit Erweiterungspaket. Ich weiß immer noch nicht, warum sie das Erweiterungspaket genannt haben. Ist mir ein bisschen zu lang. Nintendo Switch Online ist ja noch nicht lang genug. Kriegen das DLC ja kostenlos, solange sie halt das Erweiterungspaket gebucht haben. Und keine Pommes mehr? Wieso keine Pommes mehr? Ja genau, stimmt, die Pommes gibt's nicht mehr. Kannst froh sein, wenn du den Burger kriegst, vollständig. Und jetzt bei Animal Crossing, so wie es jetzt ist, hast du jetzt wieder den Burger. Wir haben dir erst die Brötchen gegeben und Stück für Stück so in etwa den Belag gratis dazugegeben, den sie vorher rausgefischt haben. Und jetzt gibt es mit Happy Home Designer die Pommes dazu. Welchen Burger? Das war eine Metapher. Wie kriege ich jetzt meinen Burger nicht? Tatsächlich, warte, sie haben doch was Neues eingeführt. Und zwar etwas, was mir tatsächlich, obwohl ich es nicht wusste, immer gefehlt hat. Das Kochen.
Und etwas, was uns jetzt noch mehr fehlt auf der Insel in Animal Crossing, Platz. Weil sie jetzt noch mehr zum Anbauen eingeführt haben. Noch mehr Pflanzen, die man anpflanzen muss, um dann kochen zu können. Als wäre nicht jetzt schon zu wenig Platz da. Und hi Happy, schön, dass du einschaltest. Wie geht's dir? Das Kochen freut mich am meisten, ich auch. Und dann gibt es ja, Harvey hat seinen Wohnmobilplatz wieder, wenn man so will. Es ist zwar nicht mit Wohnmobilen, aber... Obwohl ich das wieder schade finde, dass sie die Läden wieder dort jetzt, die übrigen, die man eigentlich die ganze Zeit haben wollte, auf Harveys Insel hin verfrachtet haben. Es wird lustig, dass ständig hin und her fliegen und den ewig langen Dialog von dem Dodo am Flughafen, dessen Namen ich jetzt mal vergessen habe. Wir endlich nicht mehr auf den richtigen Händler warten, genau. Und Esmeralda ist ja da, ist tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere. Nicht mein Lieblingscharakter, sondern Dodo. Sag mir jetzt nicht, Herr Dodo heißt Dodo. Aber ja, ich werde mir wahrscheinlich das DLC holen und auch das Update natürlich machen. Und jetzt hier meine Frage, würde es euch gefallen, wenn ich das streamen würde? Nicht vielleicht direkt am 5. November, aber irgendwann mal. Dass ich da eine neue Insel anfange, also wirklich komplett frischer Start, komplett von vorne. Ja, streamen, okay. Und dann kann man ja auch mal vielleicht ein paar einladen. Ach, das mache ich, okay. Aber erstmal schauen. Ansonsten bin ich will eigentlich ein bisschen dazu verpflichtet, wenn ich das Humble-Partner-Logo im Stream habe. Sind ja auch so viel Transparenz, dann kann ich das ja auch gleich nennen. Einmal im Stream das zu erwähnen, wenn ich das Logo da einblenden will. Dass ihr natürlich auch mal Humble Store euch auch viele Spiele dort günstiger einkaufen könnt. Nintendo-Spiele noch nicht, aber die hatten tatsächlich mal, das ist allerdings schon eine Weile her, auch eine Aktion, um eine Organisation zu unterstützen. Ich glaube, das war Save the Children. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Hatte Nintendo zusammen mit anderen Entwicklern, die halt im Nintendo eShop damals für den 3DS und für die Wii U Spiele veröffentlicht haben, so ein Bundle zusammengestellt. Das konntest du dir günstiger holen und dann konnte man halt wieder mit den schönen Schiebereglern einstellen, wer wie viel bekommt die Organisation, wie viel bekommt Humble, wie viel bekommen die Entwickler. Und wenn ihr das macht und das über meinen Link macht, der auch gerade im Chat ist, könnt ihr auch einstellen, wie viel ich davon bekomme, wenn ihr so ein Bundle kauft. Kauft ihr Spiele so, die sind auch häufig mal reduziert, kriege ich einen festen Anteil. Also tut ihr 3 Fliegen mit einer, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Jetzt fällt mir das Sprichwort nicht ein. Das eine Wort ist weg, egal. Hakt ihr 3 Sachen auf einmal ab. Erstens, Spiele oftmals sind so günstiger. Zweitens, tut ihr eine wohltätige Organisation unterstützen. Ändert ihr nichts an den Einstellungen und geht über einen Link rauf. Ist das tatsächlich eine Organisation, die sich in Irland zum größten Teil für Straßentiere, unter anderem Straßenhunde, einsetzt. Tut die dann aufnehmen, aufpäppeln, wenn notwendig ist und weiter vermitteln. Der heißt Bodo und deutlich kreativer als Dodo. Genau. Dann eine Gruppe Krebs fällt selbst hinein. Nee, das nicht. Mit Fliegen meinte ich das. 2 Fliegen mit einer Klatsche schlagen war das, glaube ich, oder? So aus der Art. Und hier sind es in dem Fall 3 sogar. So, und gehen wir auf Stream weiter drüber. Schon ist eine halbe Stunde um. Das ging aber flott.
Und Start. Beifliegen mit einer Klappe, ja. Genau. Das ist eine Klappe. Die Klappe ist mir nicht eingefallen. Aber ja, Humble ist toll, finde ich. Ich gucke da auch mal vorbei, bevor ich irgendein Spiel mir anschaffe. Meistens gibt es ja günstiger, vor allem wenn ihr Humble Choice abonniert. Dann kriegt ihr halt immer einen Rabatt auf fast jedes Spiel. Und jeden Monat halt auch eine Auswahl an Spielen, die ihr behalten könnt. Für immer. So, ich glaube, dafür erstmal genug Werbung. Aber ja, Animal Crossing ist eigentlich ein schönes Spiel. Und nachdenken, welches war das erste Animal Crossing, was ich gespielt habe? Ich glaube, das war für den Nintendo DS. Also nicht für den 3DS, sondern für den Nintendo DS. Und seit diesem hatte ich fast jedes Animal Crossing Spiel. Jedoch jedes. Obwohl ich sehr enttäuscht war von Animal Crossing Amiibo Festival. Und das war ein Reinfall, muss ich wirklich sagen. Aber ja, kann man nicht ändern. Ansonsten, eigentlich habe ich nur ein Animal Crossing Spiel damit verpasst und das für den Gamecube nämlich. Danach kam ja Animal Crossing Wild World. Ich glaube, ich kann sogar bei Namen nennen. Animal Crossing Wild World für Nintendo DS. Animal Crossing Let's Go to the City für Nintendo Wii. Animal Crossing Amiibo Festival gab es da noch. Das war für die Wii U. Kann ich nicht empfehlen. Wer noch eine Wii U hat, nicht das Spiel kaufen. Ich werde davon sehr enttäuscht. Dann kam Animal Crossing New Leaf für den Nintendo 3DS und ich muss sagen, es hat mir auch gefallen. Die haben halt immer was Neues reingebracht. In jedem Teil gab es halt Neues. So halt auch mal das, worauf man sich auch ein bisschen gefreut hat. Tut mal was Neues reinbringen, mal was Neues. Zum Beispiel bei New Leaf haben sie das mit dem Bürgermeister, mit den Verordnungen. Das Ganze, dass man halt nach und nach durch Spenden auch bestimmte Gebäude freischaltet, etc. etc. Animal Crossing Let's Go to the City, dein erstes? Nein, mit einer Wii U. Ich hatte eine Wii U. Ich hatte jede Nintendo-Konsole. Seit dem GameCube. Ich glaube sogar die 64 von, aber nicht direkt für mich. Das war, aber egal. An die erinnere ich mich auch kaum noch. Aber ich glaube, die erste Konsole, die ich gekriegt habe, der Game Boy war das. Ja, und ich kann nur sagen, diese Lampe, die drin ist, die den Bildschirm aufhält, die ging furchtbar schnell kaputt. Und dann sieht man nichts. Ja, ich hatte eigentlich alle. Game Boy, Nintendo GameCube, den habe ich sogar noch. Den GameCube. Den Game Boy habe ich, glaube ich, auch noch. Irgendwo in einem Regal. Schlummert da bestimmt. Wenn es um Nintendo ging, ich hatte mein Leben lang Nintendo war mein bester Freund. Wenn man so will. Mit anderen Konsolen hatte ich nicht viel am Hut. Mir geht's so gut. Und euch? Sorry, dass ich erst jetzt antworte. Ich bin erst vor 10 Minuten aufgestanden. Ja, alles gut. Dann sage ich mal guten Morgen.
Bei mir aber auch gut. Bei dir was? Jetzt bist du auch gerade aufgestanden oder Animal Crossing Nintendo hat mich seit Anfang an gleich. Ach, das, ja. Ich auch. Ich muss auch sagen, das hat sich heute ein bisschen schon geändert, aber wirklich von Anfang an war Nintendo eine sehr kinderfreundliche Marke. Die Spiele waren kinderfreundlich, sie waren, ja, also, ich glaube, es gibt kein Spiel was von Nintendo entwickelt wurde, was eine Altersfreigabe über 12 hat. Also nicht ab 16 oder 18, ich glaube maximal 12. Und das waren, glaube ich, zum größten Teil die Zelda-Spiele. Und auch nur einige. Da hat sich ja die Nintendo-Marke schon ein bisschen geändert, deswegen gab es ja auch, wenn man ein bisschen geguckt hat, dann für also Spiele, die halt Zielgruppe erwachsen haben, gab es bei Nintendo-Konsolen nicht eine große Auswahl. Aber trotzdem, ich mag Nintendo. Deswegen finde ich schade, dass sie mich ein bisschen enttäuscht haben mit Animal Crossing am Anfang. Jetzt haben sie danach erholt alles. Obwohl immer noch Funktionen fehlen, die sich alle gewünscht haben. Die sie nicht reingebracht haben, was auch schade ist. Aber ja, und hatten der letzten Pokémon-Spielen, das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Also ich rede jetzt nicht von dem Remake von Perl und Diamant, sondern ja, von der Hauptreihe. Pokémon Schwert und Schild. Das Schwert hat mich wirklich enttäuscht. Durch und durch. Margos Bausch ist da. Ich bin kein Mario-Fan, wirklich. Und Mario Golf auch eher nicht. Also mit Golf habe ich nicht viel am Hut. Doch, das Spiel ist geil. Schön, dass es dir gefällt, aber ich glaube, für mich ist das nicht. Wenn man sich genau anguckt, hat es ja auch, zumindest was ich gesehen habe, ich habe mich halt nicht viel mit dem Spiel beschäftigt, aber Detail, die ich gesehen habe, hat das ja nun nicht wirklich mehr viel mit Golf zu tun. Wie gefällt es sich deshalb? Deswegen dann. Und deshalb ist es auf das mit Emote bezogen. Ach, mir gefällt's. Ah, okay, jetzt habe ich. Oh, Betonungshobby. Mir gefällt's nicht. Mir gefällt's nicht, deshalb. Ja, Betonung macht viel aus. Nur kann man diese schlecht lesen. Aber jetzt macht Sinn. Mir gefällt's nicht. Das ist auch schön, dass wir uns so einig sind. Dann wird es sich ja nicht stören, wenn wir dieses Spiel wahrscheinlich niemals hier sehen werden. Außer jemand kommt auf die Idee, mir das zu schenken, dann spiele ich es wahrscheinlich einmal an und dann nie wieder. Glaub mir, das Spiel war gerade nicht schlecht. Hast du es dir etwa geholt?
apropos, bleiben wir mal beim Thema Mario. Es gibt ein Mario-Spiel, das mag ich. Obwohl man die Mario-Spiele ja alle miteinander nicht wirklich vergleichen kann, weil sie haben alle andere Inhalte. Es gibt den typischen Jump-One, die typischen Mario-Spiele halt, Super Mario halt. Und Mario Party, das sind die beiden Mario-Spiele, die ich mag. Oder rein, besser gesagt, wenn man so nimmt. Aber es kommt ja nicht immer nur auf die Marke an, dass man irgendwo einen Ruf klatscht, hier Mario und jetzt ist das Spiel gut. So funktioniert das leider nicht. Also das letzte Spiel, was ich von Nintendo früher gespielt habe, war Mario Kart Double Dash, danach auf andere Spielbereiche umgestiegen. Genau dieses Spiel hatte ich. Und Mario Kart wird mit K geschrieben, das war schon richtig. Aber ja. Genau dieses Spiel habe ich sogar noch. Habe den GameCube ja auch noch. Aber ja. Vielleicht irgendwann, wenn ich Zeit finde, könnten wir vielleicht mal so ein Retro-Stream machen. Also jetzt nicht Retro, wenn er jetzt in Zeit gehen von Nintendo Entertainment System. Das vielleicht ja nicht, aber so GameCube könnte man mal machen. Vor allem habe ich ihn, ich bräuchte halt nur diesen schönen Adapter, den es ja überall gibt, zu nicht gerade so günstigen Preisen. Das ist halt das andere Problem. Halt für GameCube zu HDMI. Nicht SCART zu HDMI, sondern direkt vom GameCube, weil das halt ein besseres, schärferes Bild bringt. Und das ist, glaube ich, etwas angenehmer für euch. Mal machen so ein. Aber noch ein paar. Muss man jetzt alles richtig schreiben? Nein, alles gut. Und sagt mir nicht, dass der Bot jetzt hier wieder nicht reagiert. Sagt mir bitte nicht, dass der Bot wieder nicht reagiert. Und der Bot reagiert doch. Komisch. Also umbenannt hat er die Kanalpunktbelohnung, aber warum hat er keine Nachricht reingeschrieben? Ja, sonst schmeißt man einen Schlüsselbund nach. Also nee, das schon gar nicht. So, ich mal kurz nachgucken. Warum hast du... Nee, daran kann es nicht liegen. Ich muss jetzt gerade mal kurz selber suchen. Nein, nein, nein. Das hat er das nicht. Das heißt, vergessen zu löschen. Kanalpunktbelohnung Kappa bitte ignorieren. Die macht nämlich nichts. Die war, um was auszutesten, was nicht funktioniert hat. Ja, ich vergessen zu löschen. Du, falls sie heute noch angezeigt wird. Ich muss ja mal gucken, wo. Komisch, dass du hier nicht umbenannt worden bist. Wie das halt richtig eingestellt wurde. Und da spielt Bär ihren Walk-On-Sound. Ich reconnecte mal den Bot und teste das Ganze mal selber mal ganz kurz. Wo bist du denn? Nö.
finde ich das jetzt selber nicht mehr. Halt nicht mehr ganz oben, ist schon ein bisschen weiter runter gerutscht. Ach, jetzt geht's wieder, okay. Geht alles wieder, sehr schön. Musste nur den Bot einmal neu verbinden, der ist nämlich nicht im Chat gewesen. Jetzt ist er nicht so schön. Mal gucken, welche Nachricht habe ich verpasst. Gar keine, okay. Da ist der Bot eingeschlafen, genau. Ganz genau. Aber wenn wir gerade über diesen Bot reden, schön, dass sich alle jetzt um diese eine Granatfunktion streiten, die jedes Mal um eine Blaubeere teurer wird. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis halt die irgendwann mal bei der Hunderttausende angekommen sind. Ich glaube, dann passiert das nicht mehr so oft, dass die eingelöst wird. Aber ja, wollte gerade sagen, über den Creative Bot laufen ja auch die beiden Text-to-Speak-Stimmen, Hans und SpongeBob. Wo man bei SpongeBob schon ganz genau hinhören muss, um das zu verstehen. Also falls jemand die auch mal ausprobieren will. Ich glaube, ich mache mal, bevor noch jemand zuschaltet und versehentlich Papa benutzt, lösche ich die auch nochmal schnell. Ich dachte, ich habe die gelöscht. Die Kappa ist ja nicht mehr da. Wer sagt, er hat gelöscht? Ne, da ist es. Löschen bitte. Das sind aber süße Emotes. Wir könnten doch später, wenn dann das Snowboarding kommt, vielleicht so einen kleinen. Aber bei der ersten Runde nicht, da sind ja noch 3. Die tun immer 2 Runden abstimmen. Erste Runde zwischen allen 3, das Ganze findet auch auf Twitter statt. Ich werde den Twitter-Link auch hier in den Chat einmal posten. Wenn es dann soweit ist, aber das ist ja jetzt auch noch eine Stunde hin, bis das Ganze überhaupt anfängt. Und ich hoffe, alle Daumen drücken, dass heute alles klappt. Keine Probleme im Stream kommen. Also Scornix, halte ich heute bitte ein bisschen zurück.
Aber, was mir einfällt, man könnte dann später bei der letzten Abstimmung, wenn nur noch bis um 2 Mobs geht, vielleicht eine kleine Vorhersage einbauen, wo ihr eure Kanal Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Jetzt heute Abend ist es ja schon. Wo ich bleibe. Candy ist so Tiste first unbedingt timeouten. Das ist aber nicht nett. Aber ist schön, dass du bleibst, Blatteis. Okay, dann habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Bot, der weiß es. Nee, muss ich nicht sein, dass es ein Zufall ist. Wird irgendwas von 0 bis 100 genommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da die 0 rauskommt. Bald deins. Mal sehen, was es zum Schluss dann hat. Die Kanalpunkte Belohnung. Was haben wir denn noch für... Mal kurz testen, ob die ganzen Befehle noch funktionieren. Happy Like Breaking ist für 3%. Ich glaube, der Bot hat heute einen schlechten Tag. Das fällt dann allen aus. Der Bot ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Genau. Ach nee, da ist er jetzt, der ist jetzt wahrscheinlich gerade als wach geworden, musste erst hochfahren, richtig. Da ich doch, jetzt. Ja, bei Srodix geht's nicht. Der hat einen Cooldown von 5 Sekunden, Srodix, der Befehl. Einfach nochmal probieren. Der bei mir explodiert. Ja, genau. Genau das wird sein.
Alter. Okay. Na, bei 91%, da versteht man doch, dass auf das Ergebnis davor da rauskam. War bei euch jetzt wahrscheinlich nicht genau zum Zeitpunkt, aber genau in der Sekunde, wo die 3% kam der Lachsound. Und das hat irgendwie sehr gut gepasst gerade. Ich hab's mal gewusst. Was denn? Dass du selbstverliebt bist? Schön, dass ihr euch amüsiert. Okay. Ja. Schön, dass du den Bot magst. Ihr seht schon, was euer Lieblingsbefehl wird. Leider ist halt ein Quatsch auszuwählen. 99%. Was ist denn der Rest? Bestehst du nur aus Flausch und Fell? Süß und flauschig, genau. Aber keine 100%. Trotzdem auf den Siegertreppchen. Noch, vielleicht übersteigt dich noch jemand. Warum hat der Befehl jetzt nicht funktioniert? Ja, pro Benutzer ist, glaube ich, 1 Minute eingestellt, oder? Ich ändere das mal schnell wieder. Ich habe nicht so dran gedacht, dass der so oft genutzt wird. Und ich muss auch mit der Antwort da beim Fluffy-Befehl mal
ändern. Der soll das nicht als Antwort raushauen, sondern nur als Chatnachricht. Als wir den jetzt finden, irgendwo in den Massen Befehlen, die ich drin habe, also alle nicht benutzt werden. Was mal? Sagen, nicht antworten. Zack. Besser. Warte mal, wer ist denn mit dem Befehl? Da passiert nicht viel. Ich ändere das, glaube ich, auch noch ein bisschen ab, vielleicht. Genau. Ich weiß ja nicht, ob... Wie fing das eigentlich an? Das mit dem Musikvideo hättest du nicht verraten müssen. Ich weiß nicht, ob du kennt mit den... Oh, ich verrate es mal lieber nicht. Da ist ja irgendwie Meme geworden. Das ist irgendwie... Wer fing eigentlich damit an? Das würde mich wirklich interessieren. Hier mit dem Meme hier, Rick, wie hieß der? Wie hieß der denn nochmal? Rick Astley. Mit Never Gonna Give You Up. Wo, keine Ahnung. Leute sich gegenseitig ständig trollen und sich da auf das Video immer hinschicken. Aus welchen Grund nochmal? So, jetzt machen wir die Skin Chest. Link ist im Chat und ich glaube, an der Zone wird das nicht, aber wir werden während der Minecraft Live jetzt nicht extra hier rüber gehen. Also ich werde nebenbei vielleicht das mal wieder starten, aber ich werde nicht extra raufschalten. Um das schon mal vorwegzunehmen. Dir scheinen ja meine Emotes zu gefallen, das freut mich.
Hier habe ich auch noch ein paar mehr, aber man kann ja leider nicht so viele benutzen. Ist immer schwierig, welches wählt man aus. Happy Like Dragon ist zu 95% flauschig. Da kommt Konkurrenz auf, Scorn X. Nimm dich in Acht. Wie kann man in das Spiel? Das geht ganz einfach. Warte. Da kommt gleich ein Link in den Chat. Da. Auf diesen Link einmal raufklicken, mit Twitch anmelden, das war's. Dann kann man mitspielen. Ganz einfach. Happy hat einen Crush auf Glatteis. Ach, nicht mehr auf den Bot.
Wie nur 14%? Oder jetzt mir gerade auch, ja, aber ich dachte, halt jemand bestens passieren. Das wäre nämlich nicht so schön. Wo es ja nicht so schlimm ist, wenn man es ein bisschen später macht. Bei Versus ist es ja schlimmer, da in der Minute Zeit, die ich ja ständig vergessen habe. Wieso, wenn da... Der Bot hat sich zu benehmen. Wenn ich die Ergebnisse liefere, die ich will. Die erste zu 28% Glück. %99! Gleiche auf mit Scornix. Schau mal einer an. Jetzt musst du nur noch den Cute-Wert höher kriegen. Dann schaffst du vielleicht noch. Mal bitte Link. Welchen Link? Den Link zu was? Da gibt 4 Links. Link zur Musik, der kam gerade jetzt rein. Link zu Twitter und Co. Gibt mit Ausrufezeichen Socials. Link zu Discord gibt es mit Ausrufezeichen Discord. Ach, Game Link, das gibt mit Ausrufezeichen Battle. Ja, haben wir einfach 2 neue Modes.
Also ich mag 7TV mehr, muss ich wirklich sagen. Was jetzt Emotes angeht, vor allem weil es dort halt keine Wartezeit gibt. Das heißt jetzt, jo, fertig, kannst du nutzen auf dem Kanal. Kann sein, dass ihr Seite neu laden müsst, damit man die den Minecraft Live Emote sehen kann. Also als kleine Frage nebenbei. Wenn wir ein paar Emotes austauschen würden. Ich überlege gerade, dass ich das Hype-Emote vielleicht auf die 1000 Bits rüberschiebe, also als Belohnung dafür, und ersetze mit einem, ja, mit einem Herz-Emote. Was würdet ihr davon halten? Ja, genau, sowas in der Art. Glatteis hat sich gerade Bärs Belohnung für 360 Blaubeeren erbeutet. Wie lange es wohl noch Glatteis gehört? Gute Frage. Werden wir sehen. Herz ist immer wichtig, genau. Also heute nicht so ganz die Antwort auf meine Frage. Aber wird ihr schon sehen. Ich glaube, wir tauschen es einfach aus. Ganz verschieden tut das Hype ja nicht. Das ist ja noch da. Und ich glaube mal, das ist auch besser, wenn es eher bei den 1000 Bits ist, als wenn ich es eher auf... Das sind aber viele Herzen. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich auch ins mit reinpacke. Den Uffi-Fallen. Jeder hat doch eins. Happy ist zu 12% flauschig. Was ist denn passiert? Ist dir das Fell ausgefallen? Wir hatten davon über Animal Crossing ein bisschen geredet. Was ist denn euer Lieblings-Animal Crossing-Charakter? Also, falls ihr das Spiel kennt, auch. Das ist natürlich auch die Sache. Hast keinen Favoriten? Oder hast das Spiel nicht?
Ihr könnt froh sein, dass der Chat ein bisschen, ja, dass nicht so viele hier sind. Ja, wenn mehr aktiv im Chat wären, dann müsste ich wahrscheinlich den Cooldown doch etwas erhöhen, weil das sonst ein bisschen viel wäre. Hast das Spiel nicht. Aber trotzdem hast du doch bestimmt schon Ausschnitte vom Spiel gesehen, oder? Warte mal, wieso eigentlich nicht? Könnten wir doch mal, wenn ich es hinkriege, wartet mal kurz. So, ein neues Inkognito-Fenster. Halt, ja, neues Inkognito-Fenster. Jetzt ganz spontan das hinkriegen, ganz spontan. Ja, kriegen wir hin. So. Wenn sich das ganze Bild einnehmen, ich glaube mal, das kann man verkraften. Wir könnten doch einfach mal. Okay, das ist jetzt nicht viel besser. Das Ganze eigentlich ein bisschen schmaler machen, damit ich den Chat halt auch noch sehen kann. Okay, so wollte ich das jetzt nicht. Würdest du bitte noch einstellen, transformieren, Transformation bearbeiten. So, auf innere Begrenzung skalieren. Können wir das kurz ein bisschen anpassen. Ich werde den Chat nebenbei noch sehen. Das ist nicht so ganz einfach, wenn ich das Ganze auf Vollbild mache. Also das ist ganz gut. Wir gehen mal so die Hauptcharaktere durch, weil alle, ich glaube 500, die es gibt, ich glaube dafür haben wir die Zeit nicht ganz. Machen wir ein Animal Crossing. Animal Crossing Charaktere und mal nebenbei. Ich will sein, ich blende es nur kurz aus. Sicherheitshalber. Weil das Internet ist kein so sicherer Platz und es ist nur nicht gerade die ganze Zeit über irgendwas stolpern, was wir nicht sehen wollen. Obwohl, das geht eigentlich hier. Wie wäre es dann halt dunkles Design aktivieren? Das ist etwas angenehmer. Machen wir an. So. Eigentlich auf der Seite können wir eigentlich bleiben. Ist das Ganze nicht gerade so groß. Machen ein bisschen größer. Ja. Aber ein paar Charaktere. Sind jetzt die englischen Namen dazu. Kann man in Deutschland sagen. Bewohner ist natürlich klar. Das ist ja die Person, die man selbst spielt. Da haben wir Melinda. Dann haben wir KK. Das Lustige ist, dass KK, die Abkürzung mit dem Punkt dahinter, ist kurz für KK. Aus der japanischen Bezeichnung. Da war man sehr einfallsreich, oder? Können wir den Bot bannen? Wieso? Ich will mir 111 Bitchen, würde ich machen. Kann ich nur nicht. Das würde mir auch nicht viel bringen. Du selbst. Nur der Bot wird nicht gebannt. Den brauchen wir doch. So, haben wir Tom Nook. Den Geizhals. Barzi. Mr. Rossetti. Eigentlich schade, dass man den im Spiel nicht mehr sehen kann. Den haben sie ja, zwar nicht entfernt, den haben sie eine komplett andere Aufgabe gegeben und man kann ihn gar nicht mehr sehen im Spiel. Was auch schade ist. Ich bin mir sicher, du bist schon über die gestolpert im Internet. Oder ich hoffe mal eher nicht. Kommt halt drauf an.
aber Bob oder auf Jens heißt er, glaube ich, im Deutschen. Jetzt eigentlich nicht die Charaktere, die ich suchen wollte. Den habe ich noch ja nicht gesehen. Ja, Anker. Ja, eigentlich im Deutschen heißt ja nicht Anker der Charakter, aber wartet mal kurz. Happy ist zu 94% flauschig. Ich mag KK und die Taube im Kaffee. Ja, mein Lieblingscharakter ist, und das hat ratet mal. Sagen wir so, alle die Gamer Crossing ein bisschen kennen, ratet mal, was ist mein Lieblingscharakter? Ich mag das. Ich auch, aber ich mag bestimmt KK. Wer weiß? Ich löse es gleich auf. Ich auch Bilder von 3 Stück zeigen. Und dann machen wir eine kleine Abstimmung, was ihr glaubt, wen ich am meisten mag. Schwierig. Und einen vierten war noch. Wo ist er denn? Ja. So, ich habe 4 Stück rausgesucht. Aus dem Wiki. Ich mache die Runde mit und dann gehe ich. Ja, schade. Dabei fängt ja bald die Minecraft Live an, weshalb die Thematik eigentlich heute gehen soll. Wenn du die Runde mitmachst, dann kannst du ja auch noch bei der kleinen Abstimmung mitmachen, was du glaubst. Ich habe KK Slider. Oder auch nur bekannt als KK oder beziehungsweise DJ KK. WCs Hund. Sternzeichen Jungfrau. Fotospruch immer locker bleiben. Meine Musik ist stets auf der Suche nach Freiheit. Dann haben wir hier Harry. Oder Harry, wenn man es eher englisch aussprechen will. Polizist und Torwächter. Das kommt auf das Spiel halt an. Dann haben wir, würde ich mal zuerst, Schubart. Der Fotospruch, ein Schuh sagt mehr als 1000 Worte. Sternzeichen Schütze. Und zum Schluss haben wir Rainer. Der verrückte Rainer. Ja, als Fuchs bzw. Kitsune, je nachdem wie man es nimmt. Wer den Stern nicht ehrt, ist nicht allzu viel wert. Ja, der führt da den Schwarzmarkt ins Spiel. Also, was glaubt ihr? Da hatten wir noch mal eine kleine Umfrage.
Mal nachdenken, welche hatte ich denn nochmal rausgesucht. Okay. Lange 5 Minuten dort reichen. Umfrage gestartet. Was glaubt ihr? Und nichts verraten, jetzt erstmal nur abstimmen. Der Captain, den Kapitän für ach, Captain. Der ist irgendwie Captain. Und obwohl viele sagen, er wäre eine Schildkröte, stimmt das gar nicht. Er ist nämlich ein... Mal nachdenken. Wie hieß das nochmal? Auf jeden Fall keine Schildkröte. Und ich habe irgendwie... irgendwie den Namen fest. Ich muss ja mal kurz mal nachgucken. Wie hieß das denn nochmal? Papa war das. Papa. So, jetzt kriegen wir das zu Ende. Dann wollen wir doch da einmal kurz mal rüber. Umfrage läuft noch. Ja, streamen wir das. Mal gucken, was passieren wird. Ich würde mal sagen, lassen wir mal dahin und Start. Achte den Cap, der keine Schildkröte ist, sondern ein Kappa. Ich finde es ja eigentlich schade. Ich mochte ja bei Animal Crossing New Leaf war das ja. Der hat da einen ja auch auf seinem kleinen Boot zur Turtle-Insel gefahren, wo man halt so Minispiele spielen konnte mit anderen, mit fremden Leuten zusammen halt. Oder halt auch alleine mit eigenen Freunden. Mochte ich eigentlich. Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass sie die Funktion nicht reingebracht haben. Es ist halt nett, was der macht, dass halt einen zu besonderen Inseln bringt, wo man sonst nicht hinkommt, aber das hätte ich mir, glaube ich, doch ein bisschen gewünscht. Aber naja. Man kriegt nicht immer alles, was man sich wünscht. Leider.
So, Umfrage ist auch gleich zu Ende. Aber noch nicht ab. Ernsthaft? Okay. Sind sich Leute nicht so ganz einig? Doch, das ist nicht Harry. Da sind sich alle einig. Okay. Super. Ich platziere das mal ein, bevor wir das auflösen, was denn die richtige Antwort war. Eigentlich habe ich gehofft, dass es ein Stechen zwischen 2 gibt. Aber es gibt ein Stechen zwischen 3. Also von dem, was ihr denkt. Das, nur dich. So, ja, wohin? Jetzt soll ich da hin. Zack. Okay. Dann gibt es hier noch was anderes, was wir machen können stattdessen. Also ich löse schon mal auf. KK Slider ist es nicht. Der ist es nicht, aber obwohl ich ihn auch mag, aber Harry ist es auch nicht. Das ist die Frage zwischen den anderen beiden. Was glaubt ihr, welches da ist? Und da wir jetzt CO2-Ergebnisse haben, könnten wir das jetzt auch gleich mal wieder nutzen. Das schadet ja nicht. Aber diesmal keine Umfrage, sondern wir machen eine Vorhersage. Da könnt ihr, wenn ihr euch sicher seid, ein paar Kanalpunkte setzen und ihr kriegt einfach ein paar zurück. Wenn natürlich nur alle auf 1 setzen, dann tue ich die Tore erstatten. Macht auch keinen Sinn. So, Vorhersage ist gestartet. Du bist weg. Das ist aber schade. Na, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend aber. Und noch viel Spaß mit, was du jetzt auch mal machst. So, du kannst ja hier weg. Ich brauche mal nicht mehr. Das Fenster. Und eigentlich sehe ich gerade, wir könnten schon mal hier rüber gehen. Und der Stream läuft schon. Also er geht noch nicht ganz los. Wir sehen auch rechts um die Uhr. Noch 10 Minuten. Eigentlich ganz so. Stimmt da oben noch ab. Ich bin mal kurz weg. Ich sollte aber da sein, wenn das Ganze anfängt. Ich mache mir jetzt schnell was zu essen. Und ja, eine ganz Kleinigkeit und essen ein bisschen nebenbei noch. Also bis gleich. Doing so good. Tell me we made our way in. Let's go! Let's go! We're going to dodgeball. Dodgeball time, boys! Wait, so whoever wins this wins? Yes. Oh my god! Get that crown. We're picking anti-universe. We win these. Alright, no, real talk, strats. Don't panic. We're gonna take our time. Do your thing and feel confident. We can do this. I'm
Oh, okay. Ah. Go. He's aiming for me. Are you waiting? Got one. No, he hit me because he was aiming for you. Oh wait, no, that's I got one. Got fruit berries. Yes. I wanted him. I wanted him, and I got him. Oh, okay. Wow. I got Eric. Yes! I thought he was. Nice. Go. Nice! All right, and so final round comes down to the 5th. This is ridiculous. It's the only way Dodgebot should be, shouldn't it? Oh, of course. We got this. This is the most fun I've ever had in my life. Let's go, boys. And false. I got Sam now. All right, 3, 2, 1. Nice. No. Come on, Shelby, you got this. It's just Shelby. Now double arrow, easy cut. Draw up. Shelby won the whole event. I need to get one of them. Oh my god, shovel to clutch. Come on. I slowed down, Weston. Yes. Yes, sir. Yes! Let's go! We won it! What? Let's go! Let's go! Against the They said we couldn't do it. We did it. It feels good to be alive, guys. Let's go. Shelby, get in the middle. Oh, sorry. I was saying that my back hurt from carrying. Wow, what an NPC, guys. You're a winner, baby! Yeah, let's go. We're winners! Oh, that was beautiful. Scott, Yeah, I I'm want to actually kiss gonna my cry. colleague. Let's go, boys. my Good job. goodness. If you enjoyed the video and want to see some of your favourite content creators battle out head to head, you can tune in to the next MCC, which is next Saturday on the 23rd of October at 8 PM BST. Bye! El siguiente video está dedicado a toda la comunidad hispanohablante, pues es un honor para mí poder representarlos y además traerlos a esta Minecraft Live. 3, 2, 1... Todos adentro. Metemos 200 jugadores en la escuela, en una prisión de máxima seguridad, en 200 islas imposibles de Skyblock, en el sistema solar, en un parque de diversiones, en Latinoamérica, a construir una ciudad entera, en las Olimpiadas donde todos representarán un país, donde deberán de sobrevivir, en la luna, tendrán que pasar por muchos retos. Elige la siguiente. A continuación se enfrentarán contra el guardián oceánico. El primero que salte de este avión con vida y pase por los obstáculos de litras podrá ganar el premio. ¡Tenemos un ganador! Está cerca, lo hace, lo ha conseguido. Todos tendrán que escapar de este barco y tener cuidado con el agua. Uy, ya tenemos a muchos jugadores eliminados porque se están cayendo. A continuación todos deberán de esquivar las poderosísimas chanclas. 200 jugadores asisten a mi boda. 200 jugadores construyen los ajolotes, el nuevo Warden y también las nuevas megacuevas. Thanks to my community for so many moments shared in this event. You teach me, you challenge me, you inspire me. Thank you Mojang for allowing us to be part of the Minecraft history. Let's keep growing this beautiful community. So that just about wraps things up for the Minecraft Live Creator Pre-Show. It is time for me to say goodbye, but coming up next is an incredible showcase of some of the amazing content that has been created in the year of 2021. I think this needs some fireworks, so hold on to your shorts and prepare yourselves for the 2021 Year in Review. Glow squid. Glow Glowy. squid. Go. Oh, and Axolotl. Oh, no! Yeah! I thought I win. 哎呀，这个就是正好天王啊！没事，兄弟们，拿上我的齐天大圣金箍棒，棒他就完事了，兄弟们。
才花了1分钟没到，他就已经残血了，简简单单呀。They're from the big blue house? What happened to the big blue house? What happened? Where are the rest of them? Where's the moon? Attack. Okay, we're doing this. We're getting a little bit closer than I wanted to. Oh man, my dragon is not doing good. It's hard to aim. There we go. We got him. Got him. What are you? Collectible? I don't know what I'm doing. I'm just right clicking everything, Colin. Nah. Collectible is within 40 blocks. Hey, wait. What just happened? 楽しいあ、来た、豚、ボール遊べていって。これ、はい、豚、はい、いいよ、ボールで遊ぼう。お、遊んでる。かわいい。 So you can run and you can sprint, and oh my god, it's so cool. Look at the jump animation. They've got all the sounds officially from Sega. This is insane. I love this. So you can... Oh my gosh. Yo, these blazes. Nope. Yo, no, my iron golem. はいどーん。あはは、こりゃ楽しいや。もうちょっと敵が密集してたらすごいことになりそうね。오, 자수정. 오, 신기해. 우와. 헐, 잠깐만 소리 봐봐. 소리 들어보세요, 여러분. 마크 소리 최대로 한번 해볼게요. 너무 신비하지 않아? Why that thing? What did I do to deserve this? No! Run away. Okay, and die. Come on. Just nuke it down. It's dead. With the ray tracing, it helps make everything look way brighter. It just makes everything pop. And technically speaking, you could have the ray tracing on and have another texture. So if that texture that you already have on is already kind of realistic enough and you go ahead and you throw ray tracing on it, it would look pretty dope. En ocelot armor, gott folk! Vi fick en ocelot armor. Undrar vad den ger. Oj, vad är det där? A whip? Whip it picked up a whip. Está guapísimo, colega. Oh, le metemos cangrejo, seguimos por aquí y tenemos piraya. Uy, cuidado. Madre mía. Qué guapo está este mapa, tío. Mira. Oh. That's pretty cool. Pretty cool. Look at this. Isn't that awesome? Look at the light coming down from there. That is so atmospheric. I love it. See, the natural lighting mixed with the warm light of the torches. I just love the atmosphere it makes. Ooh, that has a completely different vibe. 哎，他进去了！哇，他进去了！自投罗网，这你还不死啊 Yo, I'm a minion. Und da bin ich wieder. Oh, okay. Hello. Sneak around the sides. Sneak around. Vad är det här? Det är jätter! Da bin ich wieder. So, die Vorhersage gucken wir uns gleich an. 뭐야? 옆으로 보는 2D 같은 게임 생각했는데 이런 식으로 된다고 진행이? 오. 나 때려버리게. 오케이. 아, 360도 도는 게 이렇게 표현이 돼? 아, 잠깐만요. Okay, schauen wir uns die Vorhersage mal an. Wie sieht die denn aus? Wow. Jeweils nur einer abgestimmt. Einmal wer die erste 1140 bei Rainer und einmal 10 bei Schubert von Happy. Und da muss ich, tut es mir leid, Happy. Schubert ist es nicht, es ist Rainer. Oh, I got him. Oh god, don't die. No! Oh my god. Okay, dann wollen wir mal auswerten, wenn ich es jetzt hinkriege. Wo bist du denn, Menü? Ich mache ganz schnell mal, ich sehe schon, der Stream fängt jetzt an, der eigentliche. Ergebnis wählen, Rainer, Vorhersage abschließen. Halt die üblichen Sachen, was halt an Arbeit ist, noch nicht final, etc. etc. Und halt auch wegen Corona-Bestimmungen.
Hello and welcome to Minecraft Live 2021. I'm your host and chief storyteller of Mojang Studios, Lydia Winters. We have an exciting show for you today, filled with all things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft mob, find out the next Minecraft update, and much, much more. Seriously though, we have a packed show for you. The best part is that you get to hear everything directly from the cool humans making it, and they will give you the inside knowledge that no one outside of Mojang Studios knows, our best kept secrets, until we tell you all of them today. So let's do it. Our social team will be tweeting throughout the show and want to know what you think about everything we announce. Hang out with us here and also there. Last year, we announced quite an anticipated update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1 and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process for Caves and Cliffs Part 2. Hi Agnes, hi Henrik. Hello. Agnes, how are you feeling? I'm super happy to be here. I'm excited, very excited. So excited. And Henrik, it's your first time on the Minecraft Live stage. It is. It's not your first time though, right? It is not my first time. You two are going to tell us about Caves and Cliffs Part 2, and the thing that I think is the most amazing is how involved and how essential the community was to making it. Yes, yeah, this update changes basically everything about the world generation in the game. So we've added like massive mountains, massive caves, and it's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff. But when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we've needed a lot of help, and we've definitely gotten it. So we've been shipping snapshots, betas every week, and the people have been play testing and giving us feedback. And it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us to build this great game. That's amazing. And you have an amazing example of someone who took a lot of time giving notes. Yeah. For example, a player tweeted at me this wonderful big picture showing like across different snapshots in the same location what changed across different snapshots, and offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that the users are doing for us, and we get a lot of this stuff, and it just saves time, and that's time that we can use, of course, to make the game better. That's so amazing. Yeah, it truly is. And I mean, this is like the biggest update we ever done, and we couldn't have done it without the community. Oh, that's incredible. And I know you were kind of nervous when you decided to split the update and tell everyone about that. Yes, I mean, it's a very big decision, and we took it together as a team. But yes, when it was time to announce it, it was quite scary. But we thought the best thing is just to be transparent, because as we know, Minecraft is crafted together with the community, and then it's good if we just are as honest as we possibly can. And then when we did announce it, everyone was just so caring and understanding, and it shows we have the most beautiful community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a team to be able to not rush it, since this change is so big, to be able to do it properly and take the time and really do it well. So we're super thankful that we got such so strong support for it. That's awesome. And I mean, sometimes during the development process, things change and you decide you want things to be bigger and better, which kind of moves them to a different timeline. And I know we have one of those today. Yeah, we do. So we have been working quite a lot on the Deep Dark, the Warden, and the Skulk Sensor. And we're so excited about this, and we know everyone is. And so it got a bit bigger because we really want to do this right and do it with super high quality. But that's also the reason to that we moved it to the next update instead. And we're going to talk about the next update at the end of the show, yes, right? So we're going to show both some new things from the Deep Dark and some other new things. So that's exciting. So we'll move the Deep Dark feature set into the next update, which will be after Caves and Cliffs Part 2. And we're going to look at that later in the show. You're going to get to see some really cool stuff from Brandon. Now, Henrik and Agnes, you two are working with an awesome team of developers. Yes. And this was quite a technical challenge. So we have an inside look at
sort of a lot that went into Caves and Cliffs Part 2. Yep, let's watch it. The best part of my job, I think it's just creating a game. I want to make people happy. In the new update, I've been primarily focusing on creating the mountains and also putting everything together in the new generation of the world. So that's the caves and the mountains and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation, and I learned so much. And it's really been a team effort, Java and Bedrock together. In this update, my role is to bring to life the cave part, and together with our colleague who work on the mountains, we present to you the cliffs and the caves update. One of the inspirations for the caves is the Song Dons cave systems in Vietnam, because that was one of the largest cave systems in the world. And I feel so proud of it because I came from Vietnam, and we get to use these cave systems in my country and put it into the game. So I felt so proud whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize it. The new update changes how the world looks a lot, and it also affects performance quite a lot. The best part about my job is just finding something which can give a big benefit, and then just seeing how FPS improves or how frame time graph looks much better after the change. I would say the coolest part about my job is all of the wonderful colleagues that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better version of myself every day. We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. It feels like it's a whole new game. What a great team you have! It's the best team. And now, we've been working on Caves and Cliffs Part 2. It's been so beautiful to see how everyone collaborated, like all the different roles, like Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. So yeah, it's been so good. It feels like when you get a diverse group of people together in a room like that, even if it's a digital room, I guess, then and all focus on one thing like this, it feels like there's no problem you can't solve. Plus, it's fun. That's amazing. And then you add our community. They're doing bug tracking. They're just everywhere giving us notes and feedback and telling us what's working. So you add that to an amazing team, and it's really incredible. We really want actually to highlight everyone that helps us with the public bug tracker we have. So many players report bugs, and then we also have the moderators and helpers, and they help us so much with categorizing, finding duplicates, asking for additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing images and seeds as you're finding things, and you put together some really awesome worlds for us to look at. We did. Wieso jetzt keine Zwischenfrage ist, weil mit anderen auch noch der Ton nicht ganz synchron. Ich habe jetzt auch ein bisschen rumgeschraubt. Ich glaube, ich kriege das nicht hin. Ich hoffe, das stört nicht ganz zu sehr. Aber sonst haben sie ja noch nicht viel drüber zu, haben sie halt alle vorgestellt, was sie genau im Team machen. So, mal kurz mal was dazu sagen kann. Mal kurz zusammenzufassen. Wow, they're beautiful. Yeah, what's interesting about this is when you look at that video, like initially the plan was just big mountains and natural looking cool mountains and caves, but as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so fun to see how the team started realizing that
we're really onto something. This is going to be great. And seeing that inspiration spread and then also spread out to our community through the snapshots has been really fun. Yeah, and we have been playtesting a lot, and we couldn't stop playtesting because we get distracted we all the just time. found so many cool places, and I feel so inspiring, and that's what we want to do with Minecraft. We want to inspire everyone to play Minecraft in their own way, and like we really feel that this new world generation inspires you, like going on adventure, building, telling stories. So it's very exciting. That's amazing. And I mean, so you make all these changes, but then obviously we have so many players who've been playing for so long. I mean, the two of you have worlds that are like 10 years old. And I just love the approach you took to keeping everything really safe for players who have existing worlds. Yes, it's very important for us to be respectful to players' worlds. And like Minecraft should be a game you can trust, because if you know that it works and it will work for many, many years, then you can spend like all this love and time on your Minecraft world. So in Caves and Cliffs Part 2, we have actually done two things mainly to make sure that everything works well. And the first thing is blending. So as you can see in the picture here, to the left, we don't have blending. So then when you update your old world to the new world generation, it would just be like an ugly edge. But now, with blending, it's actually all smooth and pretty. That's beautiful. That makes a huge difference. And Henrik, I know the other part you want to show us with your own world. Yeah. So what happens if you open your old world with a new version of Minecraft? And I took a look at what happens in my old world, which I've had for like 10 years, playing with friends and family. And let's take a look. So there it is, all the old stuff we built 10 years ago. But that's what happens when you open the world in 1.18. So it basically generates new caves beneath the old areas. And the idea is to create the illusion that was there the whole time. We just, we just didn't go there until now. And wow, look what I found. Yeah. Don't look, Henrik. There's so many spoilers there under your world. So many cool things. I was squinting, okay? Okay, good. That's like the first thing I'm gonna do when I update is just like digging straight down. Well, not straight down actually, but I'm gonna see what's under my base. That's so cool. I just love that it adds so much to the existing worlds that our players have. And so you're keeping them safe and adding a lot to it. And that's also an important thing. We don't want to force players to have to pick between just the new or just the old. So we want them to be able to experience both things in the same world. That's amazing. Throughout the show, we're going to have creator questions, and you two get to have the first one. All right. Will Java and Bedrock get Part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship it with what we call seed parity. And that's, what does that mean? So seed is this name for the magic number that is used to determine how your whole world looks like. So every world is unique, and that's driven by the seed. And when you create a new world, it gets a randomly generated seed. But if you dig that seed up, if you really like what you see, you're like, wow, this world is wonderful, I want to share it with my friends. You can dig up that number and share it with others. And then if they open a new world with that seed, they'll see the same thing. But what's new for this update is that also works between Bedrock and Java. That's amazing. Yeah. So if you create a world in Java and you think it's beautiful, you want to share with others, anyone who opens the world with that seed, regardless of which edition they're playing, will see essentially almost exactly the same thing. Yeah, it's almost identical. And it's a thing in the community, you find a super cool location and you share it, like, look at this world I found. And before, you couldn't do that with players on the other edition, but now everyone can just share cool places together. And I think that's really nice. It's really amazing. I mean, when you find these amazing, epic things in Caves and Cliffs Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed parity is huge. I think everyone's going to be so excited about it. So we're not 100% there yet, but close. It's very similar. Details will be different. But seed almost parity. Seed almost parity. That's it. That's what we're going to call it. So I know everyone is anxiously, including myself, waiting for this update. When do we get it? So it's actually almost done. So we're going to release it in a month or two. That is amazing. Thank you so much, Agnes and Henrik. Thank you. Caves and Cliffs Part 2 will be coming to a screen near you in 1 to 2 months. And speaking of screens, soon there will be another place to play Minecraft. On November 2nd, Minecraft comes to Xbox Game Pass for PC. Minecraft. It's a game all about togetherness and teamwork. Let's take a look at some of Minecraft's most terrific teams. Zombies and the Drowned. Maybe not the best example. Let's try another. Cobblestone and Mossy Cobblestone. A relationship that's truly rock solid.
Oh dear. How about Steve and Creeper? Okay, maybe not Steve and Creeper. Not them. Not them either. Ooh, that's gotta hurt. You realize this is going out live, right? If we don't find a great example of Minecraft togetherness soon... What's that, Goat? You've got the best example of togetherness yet. Okay, this better be good. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, coming together for... No, that's not right. Absolutely not. That's the ticket. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition are coming to Xbox Game Pass for PC. We debated which edition to add to the service and decided why not add both. That means Game Pass for PC will be the only way to get Bedrock and Java in one place. Convenient, perhaps a little too convenient. In any case, starting in November, you can play the original Blockbuster, its cross-play supporting cousin, and a cartload of other games with Game Pass for PC. Excellent point, Goat. Game Pass does have PC games. And personally, I can't wait to play those PC games with my two best friends. Ah, the sweet smell of togetherness. Hello, Minecrafters of the world. I'm Vubui, and I'm back yet again to help guide you through this year's incredibly important and potentially life-altering vote. Remember the Phantom? For an amazing mob that will be added to Minecraft. For those of you who haven't been a part of Minecraft Live before, here's how it works. Our developers came up with 3 different mobs that they think could potentially... Okay, wir hatten dieser Zwischenquatsch eigentlich, aber er hatte schon recht. Was mit dem Phantom war, das ist nicht mein Lieblingsmob. Around the world get to decide which one gets further developed and brought into the game in a future update, and which ones will live on only in our hearts as what could have been. Like you, little baby. I'll never forget you. Moving on. The actual winner of last year's intense mob vote was none other than the glow squid. If you haven't run into these majestic creatures swimming around under the stars on a clear night, you are really missing out. But that was last year and this is now. So here's what you need to do. We have 3 mobs for you to choose from, and there will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs, but one will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just one winner in the end. As in previous years, the vote will happen on Twitter. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. And if you do have an account, make sure you're logged in. Then when I tell you it's time to vote, go to the Minecraft Twitter account and check out the live voting poll with all 3 mob options. Pick the one you want to see added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Well, the clicking part is easy. The choosing part, considerably more difficult. Now that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size, but never in heart, the one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, can you help by telling What? I can't hear you. Hold on. Oh. I'll come up to the surface. Okay. We'll just wait. Oh, hey. Oi, oi, oi. Watch it there. Can you hear me now? What? I still can't hear you. Hold on. So impatient. Ooh. A little testy. Just wait. Oh, Tiny Jens, you made it. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. I lost Tiny Agnes again. I had retraced my steps, and now I have to go all the way back down there. Oh, I'm sorry about that. But don't worry, don't worry. I know someone who can fill in for me. Great, thanks. Oh, okay. Bye, Tiny Jens.
Jens, you're here. Hi, Wohl. Hello. Hello. Welcome. Thank you. I Thank guess you. Tiny Jens sent you while he looks for Tiny Agnes once again. Exactly. It's a tough job. It really is. Yes. Well, since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that players will enjoy interacting with. And they are the Glare, the Allay, and the Copper Golem. Those all sound really cool. Absolutely. And to begin with, we have the Glare, which is it's a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monsters spawning. Yes. So naturally, it goes to those areas and gets really grumpy about it. And that is to bring that player's attention so that the problem can be fixed. Okay. And we are thinking about ideas that in certain circumstances, the Glare may even help you light up these areas to solve your monster spawning problems. The Glare sounds amazing. I'm ready to vote Glare now. Yes, but then we have the LA, which is also a flying, lovely creature that loves music and who doesn't? Nice sounds. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around and bring them to you. Okay. And if you also play on a note block, it will drop the items on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. Yeah. I think there are many possibilities. Okay, so vote Allay. I get it. Yes, but then we have the Copper Golem. And as the name implies, it's a golem made out of copper, so it's an excellent use for copper. And it will also interact with you, and since it's made out of copper, it will over time oxidize and maybe turn into a statue. But don't worry, you can deoxidize it using an axe, or it actually carries around a lightning rod on its head, so a lightning strike can also deoxidize it. Wow. In addition, it loves pressing buttons a little bit randomly, specifically copper buttons. But it randomly presses them. Yes, so that can also be used in some interesting contraptions, we believe. That's amazing. So Copper Golem, Allay, Glare, all sound good. How do people choose? I think it's going to be quite difficult. But you've given them a lot to think about. So I think people will figure out what they like the most. Yes. Well, thank you so much, Jens, for coming by. I have now a creator question for you. Hola, soy el 997 de México y tengo unas preguntas para ustedes. Primera pregunta, ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta, ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta, ¿se basan en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those 3 questions I think everyone wants to know the answer of. Yeah, well, ideas and inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park, or often you play other games, watching movies, or playing Minecraft. And the community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. So we have a lot of ideas to work with, and we need to figure out which ones do we want to do next. And a good way of doing that is actually playing in the game and see which areas that can be improved. I lost my train of thought. There's so many different ways that these ideas come, and that's really exciting to hear. Yeah. So when the community votes on a mob today, that mob is going to move forward towards being in Minecraft. How finished already is that mob, or is there a lot of work to do? Well, of course we have the big concept that we wanted to do, but once we have the mob in the game and see how it interacts with the areas and other mobs and items, that's when you kind of find the last magic little details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Yes. Well, thanks, Jens. You've given everyone a lot to think about.
All right, now you know what your options are. And if you already knew, you know a little more about them. Soon, I'll let you know when the first voting round goes live. For now, let's take a look at something pretty fantastic coming to Minecraft that you don't even have to vote on. Earlier this week, Lydia spoke with Fanny and Quinn from our awesome creator team over in Redmond to get a first look at some interesting things they've been working on. Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Hi, Fanny and Quinn. Immer unterbrechen nicht, aber ich will nur mal kurz zusammenfassen. Er hat halt nochmal gesagt, was halt jeder Mob macht. Hatten wir gestern schon mal erklärt und mehr eigentlich nicht. Also der LA tut halt Items für dich sammeln, die du ihm gibst. Du gibst ihm ein Item, er sammelt ähnlichen ein. Der Kupfergolem drückt Kupferknöpfe. Und der Glare tut dir halt dunkle Stellen anzeigen, wo Mobs spawnen können. What is a creator? Yeah, of course. So a creator is really anybody who makes anything in Minecraft, whether you're doing skins, textures, worlds, terraforming, UI, and even for me, like people that are making mods and add-ons and that kind of more developer type, those are creators too. Definitely. For me, the way that I always like to think about it is that a creator is anyone that makes something in Minecraft and then shares it with someone else. And that can be like little Mac sharing it with their friends at school, or that could be a team of creators that sell something in the marketplace. And then everything in between, right? And our mission really is to empower all of them to make whatever their imagination is telling them to do. We want to really give you all the means, documentation, tools to be able to do whatever you want to do. Yeah, it's just such a cool thing to be able to work on that everybody can be a creator. Mm-hmm. That is so cool. And Fanny, you mentioned tools. I think it's so interesting. Your team is actually building things that creators use to build things on top of. Like, what is your favorite tool that you've made? Oh God, that is such a hard question. We have so many, but I'm going to be a little bit selfish for a second and just pick one that I worked on recently. Like as a manager, I rarely get the chance to actually write code, which I love doing. And this time we had a game jam and I actually picked a creator community request, which is like implement a damage command that will help you like do cool effects with other mobs. And I just worked with a designer and we created this together. And I'm so excited to know that the team is actually now taking my code and is going to ship it for real. Very excited about that. Yeah, that was just so cool that you're able to do something just in a game jam, and then it turns into something real that our creators can use. For me, my favorite is the structure animation. Last year, we shipped a map called Suburbia by Jiggerbob that is basically this world that you can manage your city, create plots for commercial, residential, balance your economy. And every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polish to the map that just makes it, I don't know, above and beyond. That's so cool. I mean, so many of our creators are using the innovative tools that you've made to just like expand what they're working on. And we have some awesome examples of that.
how many examples there were of creators just using those tools in all different ways. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators? It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy, amazing things. Like many times I see their creation, I'm like, how did they even do that? Like I know they're using our tools, but I don't know how they did that. It's so crazy. It's mind-blowing sometimes just what they're able to do with just the small little things that we give them. Mm-hmm. That's really, really cool. And we have a creator question for the two of you. Hey everyone, I'm EY Stream, a Minecraft YouTuber, and I've got a question for you. Are these awesome features just for people who have experience in modding or creating content? And if we wanted to, how do people learn more about these features? It's such a great question because the answer is no. They aren't just for, advanced modders or people that have been in the community for a long time. We actually just launched a new website we call the Learning Portal. It's on minecraft.net/creator. And on that site, it basically links out to all of our resources to how to learn how to become a creator, learn how Minecraft content creation works. It also links out to our brand new documentation site that allows you to just go super deep into learning the components and learning entities. And then the coolest thing that we added, which is how we made our mobs, is we use the Minecraft entity wizard, which is created by Yanis, and it's a Blockbench plugin that allows like super easy creation of mobs that you can add to your own Minecraft game. Hello everyone, my name is Yanis. I'm a software developer and Minecraft content creator. In 2017, I started to create my own 3D modeling program called Blockbench. The program is all about creating boxy, pixely models, which makes it perfect for the Minecraft art style. Today, Blockbench supports many Minecraft formats, ranging from Bedrock Edition add-ons to Java Edition resource packs and mods. The program is used by Minecraft creators all around the world to create models, animations, and player skins. Almost all 3D models you see on the Minecraft marketplace were made in Blockbench. And it was even used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. This summer I've collaborated with Mojang to create a new plugin for Blockbench. The plugin makes it super easy to get started with add-on creation, by generating everything you need for a custom entity in just a few clicks. I'm going to demonstrate the process by making a simple grizzly bear. To install the plugin, I'm heading to File, Plugins, Available, search preset that looks similar to the grizzly, like this polar bear, and I'll use the same for the behavior. Aber sie hat meine Seite neu geladen. Now the add-on is created on your computer. Now let's Hoffe, start dass dann das customizing Delay wieder our weg model ist. using Blockbench. For this example, because we already have a bear model, I'm just going to recolor the model. Of course, you could also change the whole model to turn it into something entirely different, like this butterfly that I made, and is based on the vanilla bat. Okay, this looks good. Now I'm going to press save and switch over to Minecraft. I can find our new grizzly bear pack in the behavior pack section and simply enable it. This will automatically enable the resource pack as well. Now let's check out the entity in-game. I just need to grab a spawn egg from the inventory and use it. And here's our grizzly bear. Have fun creating! It's free and works on all platforms. I already told you all that I made a mob, but actually all three of us made mobs because we wanted to showcase that anyone can be a creator. So Fanny, tell us about your adorable mob that you made. Thank you. Yes, I was so excited to know that Blockbench was a thing because I immediately thought I need to add my dogs to Minecraft. I really, really love them. And I was just so excited. Like Blockbench made it very easy for me to just obsess over every
Ton ist weg. Das kann nicht sein. Bin ich noch zu hören? Ach komm. Warum kann ich es denn hören und ihr nicht? Das ergibt keinen Sinn. Super. Sicher. Hat man jetzt neu? Warum ist eigentlich der Ton so schlimm? Okay, warte mal so. Jetzt fehlt zwar ein Stück, aber ich hoffe. Ich kann nichts machen. Aber ich bin zu hören, ja? Ach komm. Okay. Mir jetzt leid. Ich habe keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Denn es ist alles richtig eingestellt. Ihr könnt mich ja auch hören. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht. War das von Anfang an schon oder jetzt erst? Das ist halt die nächste Frage. Wenn das von Anfang an schon war, dann. Jetzt erst, okay. Ich krieg's nicht hin. With the announcement of we're gonna tell you right now. The update Aquatic. Village and Pillage. Jetzt ist der Ton wieder da. I'm Okay. so excited Bees! Bees! Let's look War at some furchtbar. bees. to finally Jetzt geht's have da. a nether Zum update. Glück war da
So eine kurze Zwischensequenz. We'll have the cats, pandas, bamboo and scaffolding. Ah, das geht wieder wunderbar. David Niesagen. I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. こんな感じで。The results of the first vote are in. The winner is Tiger! Mountains. It's the glow squid! This is your chance to have a say in what goes into Minecraft. Andere Frage ist für euch der Ton auch asynchron? Es kann nicht sein, dass es bei meinen Audioeinstellungen so ist, dass es nur für mich so ist und für euch nicht. Wo man es jetzt auch nicht wirklich bemerken kann. What should I do now? Moppy. Ich glaube ja. Na toll. 10 years ago, I stepped on the Minecon stage for the first time. Ja. I still get nervous and excited every single time I'm on this stage, but mostly I feel incredibly honored to be in front of you. I hope what you see and feel from each of us at Mojang Studios is our passion for Minecraft and our gratitude to all of you in our amazing community. Okay, now before I get way too even more sappy than I was, let's head over to Vu and hear more about. I hope what you see and feel from each of us at Mojang Studios is our passion for Minecraft and our gratitude to all of you in our amazing community. Nee, bringt nichts. Ich habe aber keine Ahnung, warum. We go. It's almost time to vote. Before we do, though, let's take a quick look at your choices. Here we go. It's almost time to vote. Before we do, though, let's take a quick look at your choices once more. We have the glare. A mob that lets players know when they're in an area that's dark enough for monsters. You can bring it with you, and it will fly to dark areas. When it gets grumpy, you'll know that it's dark enough for monsters to spawn. Then there's the allay. If you give it an item, it will collect matching ones for you. It also loves music, so if there's a note block nearby, that's where it will drop these items for you. And finally, the copper golem. A little golem that you yourself can make out of copper. They oxidize over time and will eventually freeze into statues. They love spending their time randomly pressing copper buttons, which would also be added to the game if the copper golem wins the vote. So those are your choices, and they are all so amazing. How will you choose? Jens gave us a lot to think about, and now you need to decide which mob you think you'd enjoy the most during your time playing. Der erste Link. Any of them would be useful. Ich habe zwei den your favorite and go vote for it now. Ja. Yes, Der Link, der noch im Chat ist, da könnt ihr abstimmen für euer Mob. Aber schon gesagt, was mein Favorit ist, der Kupfergolem. Don't forget to click on the mob you most want to play Minecraft with. You can do it right now. Und nur 8 Minuten, also schnell abstimmen, sonst ist eure Stimme weg. Greetings. Stimmt schnell ab für den Kupfergolem. Star of the Minecraft YouTube channel. And I'm Marilla. I'm the actual star of the Minecraft YouTube channel. We're here to tell you about all the excellent shows you can watch on our channel. Subscribe tomorrow. Don't you mean subscribe today? No. How do you spell Minecraft? What even is Minecraft? These are just some of the questions you can ask our studio's brightest minds on Ask Mojang. We've actually received a question for us just now. Do you think making a video game is the easiest thing in the world? No. Literally no one thinks that. Well, I did. Until I started watching this informative series that goes behind the blocks of every part of Minecraft Dungeons development. Do they show the footage of you tearfully begging to be put in the game? Maybe in Series 3.
Meet a Minecrafter interviews some of the most incredible members of the Minecraft community. They asked me to appear on it, but I was too busy being young and cool and attractive and not lying. Okay. With so much happening in the world of Minecraft, it can be easy to lose track. I myself only recently learned that blocks have been added to the game. Subscribe to our channel and you'll be the first to see our announcements, trailers for new updates, upcoming games, and the exciting future of Minecraft. Are you sure that's the right footage? Finally! This is our peerless show that tells you Minecraft's most scandalous secrets. Every month, We're out of time. Bye! No, we're not. We still have a few seconds left. Have a great Minecraft Live, everyone. No! Don't forget to subscribe to the channel and only watch my... Now let's welcome Laura to talk all about Minecraft Dungeons. Hi, Laura. Hi. So you have a pretty cool job at Mojang Studios. Yeah, I think I have the coolest job. It's sometimes difficult to believe, but I'm the lead designer of Minecraft Dungeons, and that means that I get to decide a lot of small things and details and bring a lot of ideas to the table, so hopefully make the game a bit better. That does sound cool. Yeah. You and the Dungeons team have been working so hard recently, and you've recently had a couple of really cool releases. Yeah, it's been crazy. We recently released to Steam, and I did something that they never recommend you to do, but I did it anyway, and I read the reviews, and That's dangerous. Yeah, it was, but it was so positive. It was so full of excitement and love for the game, and yeah, we were so proud to see how much the community loves it. So yeah, we were very happy. And also this week we've released the Spookier Fall update, which brings back a lot of spooky modifiers to the game, gear, a new cape, a new pet, and there's my new favorite armor, which has a spoon steering in your head. I love that one. Yeah, it's lovely. I like it so much. It's a lot of fun to stare at while you're playing, but it might distract you a little. Hopefully not too much. So those just came out, but we also have some new and exciting things to look at that haven't come out yet. Yes, let's check it out. That video is so exciting. Yeah, I love that trailer so much. It has so many details. So there's a lot going on in that video and a lot to talk about, but why don't we start with, now that DLC is done,
what are seasonal adventures? Right, yeah. Now that we are over with the story of the Orb of Dominance, we sat together with our friends at Double 11 and we started working on seasonal adventures, which are a new way for the player to progress through the game and increase in ranks, gather points, and hopefully get cool rewards at the end. That sounds amazing. Yeah. So how long do they last? Right. Seasonal adventures, although the name is seasonal, will be infinite technically. Okay. So, for instance, say we release seasonal adventure number 2, you will always be able to go back to seasonal adventure number 1, gather some rewards there, go back to number 2, gather some rewards there. So it's a bit up to you what you decide to do with it. That's amazing. So it just lasts forever. You get the new content and you still have the old content. All the content. And speaking of content, what are some of these new things that players can unlock? Right, yeah, we added tons of new rewards that are completely new to the Minecraft universe, some old, some new. We have tons of new pets. We have things like the duck and the fox, and I am so in love with all of them. We have flares, which are new VFX that you can apply to your character. So whenever you drink a potion or you beat an enemy, you get to show off a little bit and get some shininess there. Also, we got in some emotes, which are these little dances or little expressions you can do with your character. Show off a little. Yeah, exactly, and have some fun with your friends. Why not, like we see here, having a party. Also, we added tons of new capes, because everyone loves capes. They do. And tons of new skins, just in case we were missing That's a lot of skins. Yeah, that's a ton of skins, yes. Well, now we have a question from a Minecraft creator. Right. Hey, Strawberry17 here, and I have a question. Will there be free content included as a part of seasonal adventures? The answer is yes. We always try to make sure there's content for everyone, regardless. So for seasonal adventures, there'll always be free track and a track you can pay for. So there'll be different rewards in each, and you'll be able to get whichever you want at any time. So yeah, we wanted to cater everyone. That's great. So how do you earn rewards? Right. You will be able to get adventure points all throughout the game, meaning that doing the regular stuff you do, you'll get them. Like, say you beat a daily trial. At the end of the daily trial, you get adventure points. Also, we implemented new weekly challenges. So we'll ask you, like, this week, if you beat 100 zombies, you'll get extra adventure points. That's a lot of zombies. Yeah, but people do it so fast. I'm always so impressed. And also, the best way to get adventure points is in the tower. Okay, the tower, which we have not spoken about yet. So what is the tower? The tower is another free single-player feature that we've added to camp. So you'll be able to see this gigantic tower in the camp. I love how it turned out. And it is a space with 30 different floors, each floor harder than the one before. And you'll get to fight in arena mobs. You'll get to bosses. You'll get to meet some new tower inhabitants. And yeah, hopefully explore around and be able to test your skill. So you will start with a completely blank character from the bottom, and you'll be able to find new gear as you progress. Okay. So yeah, the floors get more difficult, your character gets stronger, and you can test your skill. That sounds really fun. So let's take a look at some live gameplay of the tower right now. And for that, we have JP. Hi, JP. Hello. How do you like my throne? I think you stole that throne from the Arch-Illager. I think he stole it from me. Looking Speaking so of sure. my stuff, let's go loot the tower. Nice. So what are we seeing here, Laura? Right, so we've prepared some special floors to showcase here. So this is an example of a very early floor in the tower. So if you see JP's tower avatar has very little amount of gear. And yeah, you'll be always have the context that you're high up in the tower, Looks right? so cool. Yeah. We also wanted to make sure that the tower was this whimsical, magical space. So yeah, we have a boat, we have a river, why not? So you'll be able to find a ton of magical spaces and new characters to meet. So yeah, this level is quite easy, as you can see, since it's very early on. Yeah, JP's doing really well. Yeah, exactly. Oh, and we can see a sneak peek up there in that balcony. That's our tower keeper. Very cool. Yeah, that's a character that will guide you through the tower and yeah, will
guide you around and ooh. Wow, JP did really well. Yeah, Maybe it was, it was a little so fast. too easy. Yeah. So each of these levels generates itself, but you can come back for up to 2 weeks and replay the same thing. Right, yeah. Our tower runs will be seeded and they will change every 2 weeks, meaning that for 2 weeks, you'll be able to learn what happens in every floor. So say I reach floor 5 and I get defeated at floor 5. So then next time around, I'll remember, I should have chosen a different weapon and then I bet I could have done it. So yeah, you can share those tips with your friends and you can learn together how to go through the tower. Yeah, practice and get better. Exactly. All right, let's give JP a real challenge now. Right. We're gonna go up the tower to a much higher floor. Right. You ready, JP? Let's do it. Right, so here we've prepared a sample of what a harder floor could look like. So we try to add new exciting combinations of mobs that we've never had before. So JP is right now fighting jungle mobs, but there'll be ice mob together with them, and there'll be some new mobs. Here you can see some tower wraiths that spawn fire in different new combinations. We also will have tower guards, which are extremely bulky guards. We even have a ghast in the mix, and JP is getting sniped by it. So we're getting, yeah, that's a tower guard right there. So yeah, we're getting tons of new combinations and new ways to experience the game and defeat mobs and find strategies. And Ghast looks really difficult. yes, yes it is. JP's not doing so good right now. No. Let's see. Oh, JP, that was a valiant attempt. Yes. Really, really good. That was so good. So you've talked about so many new things, but Yeah. when will people get to see them? Right. We'll get to see them. Hopefully everyone will get to play in December. December. So very, very soon. That is very soon. Thank you so much, Laura, for coming by. This is all very exciting. Thank you for having me. Let's take one last look at some gameplay from the tower. Once again, our friends at Element Animation have made us something to enjoy and perhaps even sing along to, all while taking us through everything you can do right now from Caves and Cliffs Part 1. Try not to get this one stuck in your head all week. I only say this because it's been stuck in mine. Hey, you two! Have you discovered all the features in Part 1 of the Caves and Cliffs update? There's brand new colored candles and the lichen makes rocks glow. You'll find some amethyst if you look inside a geode. The buds grow into clusters, then you get shards when they're mined. These are just a few of all the things there are to find, like jump across some drift leaves, make your house from these. Spending too much time in powder snow will make you freeze. You can mine raw copper, smelt some ingots into blocks. A lightning rod in thunderstorms will stop you getting shocked. Copper oxidizes, but to stop it, make it waxed. Craft your raw ores into raw blocks if you've got too many stacks. Wie geht was? Ausrufezeichen Quatsch nimmst du für dich selbst oder du machst einen Namen dahinter denn für die Person? Put them in your bucket, you can carry them around. There's glow squids way down here, they fill their caves with light. Make a sign using their ink, make the glow frame super bright. There's dripstone blocks and deep slate versions of the ores. There's so many things here to explore, and there's so much more. There's so much more. Oh, well, it's been quite the turnout for our first round of mob voting. You have made your decision, and now one mob must go. 98%. We had the Glare, Das the ist bestimmt Elect, best. and the Copper Golem. But you, the community, have spoken, and now one mob must leave the race. And that mob is the Glare. So that still leaves two amazing mobs to choose from. Which one do you want? Will it be the Allay or the Copper Golem?
How do you see yourself playing and interacting with them in the future? Which one will make your game life easier or more fun? Or like the Year of the Phantom, way more terrifying? Don't worry about what anyone else wants. This is all about you and how you want to play Minecraft. But make your decision quickly because it's time to vote again. There's a brand new poll just posted to the Minecraft Twitter account with only these 2 mob finalists to choose from. Make sure you're logged onto Twitter and click the mob that you just can't wait to spend your days and nights with in the game. Your vote really counts, so don't miss out on your chance to change Minecraft. I know who I'm going to vote for, and I think I can see Jens voting right now. So, Link 3 auf hereingeschickt zur neuen Umfrage. Okay, so I know this will come as a surprise to pretty much all of you, but I definitely didn't love everything about school. Maybe that would have been different if I had Minecraft in my classes. Minecraft Education Edition is available for schools, homeschools, and after-school programs. You can explore awesome education content in Minecraft Marketplace. Learn about everything from sustainability to ancient worlds, even how to speak new languages, all in Minecraft. The coolest part is seeing how with Minecraft, the students often become the teachers. When I tried becoming the teacher in my 5th grade science class, well, let's just say it wasn't appreciated. But anyway, let's take a look at how Minecraft is being used in classrooms around the world by kids who didn't get in trouble just for telling everyone that homework was canceled forever. Young people all over the world are using Minecraft to explore issues that matter like social justice, climate change, and indigenous rights. So schön. We have different classes such as Braille and Sign Language. We reached out to one of our teachers who learned Braille and she taught us a thing or two. Take a look at what these girls built, a school of the future. They thought about clean energy and inclusive design. An interesting fact about our building is that we used coding to build a playground. It was very fun to make. Students in India and Malaysia translated ancient myths into Minecraft worlds. Under the guidance of my educator Kamal Ma'am, I would like to present to you an indigenous tale, Chiri and Ka, from Punjab, the land of 5 rivers. In Canada, Australia, and New Zealand, classrooms are using Minecraft to explore indigenous cultures. And they're not just building blocks, they're building super useful skills. Games like Minecraft prepare you for the future, teaching us how to work together, solve problems, and even write code. Normally in school, it's like, here's this, do this, off you go. But now it's like, blank schedule, Minecraft, yes please. This summer, students imagined a greener New York City in an epic citywide esports battle. I don't know about you, but I wish I had this in school. I think I would have been all over this. Oh, absolutely. Kids in Wales designed more sustainable rugby stadiums. Teams of students built turtle habitats and wind farms. And in Slovakia, young people imagined a bee sanctuary in Minecraft. During this build, I learned that bees do this thing called swarming. We can live more sustainably, we can treat one another better, and can we all agree that learning should always be fun? Let's build a better world together. Game on! Now it's the big moment. Let's talk to Agnes about the next update. Welcome back, Agnes. Thank you. How's the show felt for you? Super good. Like, I think it's a really fun show. And also, of course, we've shown so many exciting things. Absolutely. I mean, I'm feeling quite nostalgic since this is number 10. And I have to say, I was the 7th employee, the first woman on the team. And when I see you leading Minecraft, I just feel so excited about where we're going. Thank you. That was very sweet of you. And of course, we many that lead it together, but I'm like the creative lead, Yeah. and I'm super happy about that. But it feels quite surreal because I also used to be a Minecraft player and love this game, and
I'm very happy and lucky to be here. Yes, I think we all feel that way. And it's so cool having so many people on the team who play and love it and care about it. And like we all feel like, I mean, we are part of the community too. Yes, we definitely are. And now, Agnes, you are going to reveal to us what the next update is. Yes. Okay. So the next update is called the Wild Update. The Wild Update sounds very, very intriguing. So what does it encompass? So the word Total nicht wild gerechnet. mainly means like two things for us. So the first thing is like beautiful nature. And the second thing is like really scary challenges and adventures. Oh, that sounds awesome. And so what we're going to do is we're going to have some of our gameplay designers come and tell us more about specific things about the Wild Update because there's these different parts to it. And we have the first one here, which is our Deep Dark expert, Brandon. Hello. Hi, Brandon. Welcome. Thank you. So we've moved the Deep Dark into this update. Can you talk to us more about why? Yes, I mean, one of the biggest things about the Deep Dark and the Warden and the Skulk is that it's just expanded, it's gotten bigger. Also eine weitere Sache, we die really wanted to verschoben make sure wurde. that we did this right and that we didn't just rush it. That includes even unique loot inside the Deep Dark as well. And yeah, we also want to make sure that let's actually look at some of the new things that we have in it right now, which is the ancient cities. That's awesome. I can't wait. Oh, wow. Okay, habt auch eine Sperre gegen das wir verschoben haben. Wenn man das sieht, der Ort da ist ja riesig. Wow, it's like both beautiful and terrifying at the same time. Like I have so many emotions when I look at that Deep Dark biome. Yes, I mean, we really didn't want the Deep Dark biome to just be, caves or just skulks spread around. We wanted it to add a bit more mystery to it. And, there's this ancient city, and what is it doing there? We're not going to tell the players. We're just going to let them go throughout and explore and see what they come to. And there's even this, ancient structure in the middle of every single city, and it's got something interesting about it that you're going to have to explore in game. It's really cool. I like it feels like a place you want to explore. Yes, I love that it really deepens the mystery of Minecraft. Like Minecraft is all about player stories, and Deep Dark definitely inspires the storytelling, I think. That's so cool. And so last year you showed us the Skulk sensor, but I know you've been working on it. A little Skulk family? It's a Skulk family. Is it that yeah, maybe they're not so cute. They're not so friendly, no. Yeah, last year we focused a lot on the Skulk sensor, but since then we've kind of been trying to figure out what do all the different blocks in the Skulk family do. And one of them actually is something called a Skulk catalyst. And the main thing about the Skulk catalyst is it's actually what causes the Skulk to spread. As you can see here, whenever a mob dies, such as a zombie, near the Skulk catalyst, it actually spreads Skulk underneath it. And the amount is based on how much XP that zombie would have dropped. Wow. So, the Deep Dark, it's kind of overgrown with all these Skulk blocks, so that means that lots of mobs must have died there? Quite a lot, yes. Der Skalk frisst den. Oh, and as you can see here, when you mine some of the Skulk blocks, you actually get enchanting points. Yes, and of course, if you still want to get some of the blocks for decoration or something, you can just use a Silk Touch.
And then we have the Skulk Shrieker. So when this block is activated, it's gonna give that really scary shriek sound that you heard now. And it also gives this darkness effect, so it's like pulsating darkness. You can even see now when you're sneaking and you step on a skulk sensor, even sneaking it will activate. Wow, okay, definitely not a friendly family. No. And I will say to our younger viewers, in a minute, we're gonna show you a clip that's a little scarier. But I mean, Brandon, those have so many things that players can do with them. Like, Yeah. what do you imagine them doing? I think the Skull Catalyst is going to be really interesting because, you know, when you could create a mob farm with through the tech community. Usually when a mob dies, it doesn't drop XP unless the player actually kills it. So with this, you might be able to create some sort of XP farm. Ooh. There's lots of opportunities. And you can build like experiences for other players. Like imagine building like a haunted mansion or a really dark forest, and then you have the shriekers. Terrifying. So then, you know, when players out walking and then they activate the shriek and hear like, that's amazing. Or you do that all around your world, and just whenever anyone's visiting I'm not going to visit your world. Shriekers are just shrieking. We have a community question for you. Hi, it's Jinjam from Germany, and my question is, what was the inspiration behind the Shrieker? Yeah, I mean, that's an interesting question. From the art side, we actually had the inspiration behind the human larynx, which is like the vocal cord or vocal structure or something, just something that represents kind of creating sounds. And from the gameplay perspective, we wanted to make sure that, first of all, the warden spawns in a unique way, and also in a way that you can avoid it. So usually you can kind of sneak around, and as long as you don't activate the Skulk Shriekers, then the warden won't come. But if you do make too many noises and the Skulk Shrieker activates too many times, the warden will come. I'm kind of back to thinking that the Skulk family is very adorable and sweet after seeing that. Wow, there is a lot there, Brandon. Definitely a Und lot okay, to du hast ins unpack. Deep Dark I mean, zu the gehen. first thing is that the warden Warden actually scheint auch nett. emerges underground. So that means you know that wardens are kind of in the deep dark, in the walls, under the floor. And it also has developed a sense of smell. So of course you can sneak around and try to be, you know, quiet and not to get detected. But unfortunately, the warden's still going to be able to sniff you out and find where you are. And if it sniffs you while you're really close by, then it's going to start noticing you. Wait, so basically the warden is like, smell that? It's happening. And just like going for the Pretty players? much, yes. It's not going to be fun for you. No, and I love that we're adding that like sneaking gameplay, because we haven't really had that before. So, you know, we are in the deep dark, everything's super dark, and you're sneaking, trying to find the treasures, trying to avoid the warden. I think it's something really exciting with that. It's really, really cool. I mean, I think you have definitely upped the terrifying level, Brandon. And I just love how much you've expanded the deep dark to feel it's so immersive. Yes, definitely. It's really amazing. Thank you so much for joining us and
and scaring us half to death. No worries, that's my job. He's so expert. Like if you want to do something scary, it's like, Brandon. Thanks, Brandon. Thank you so much, Brandon. So Agnes, the deep dark is one part, this sort of very adventurous side of update, which the name is starting to really become clear after talking to Brandon. And then the other part you said is really this more of that beauty and, you know, the atmosphere of Minecraft. Yes, so we want to like celebrate the wilderness of Minecraft. And one thing we want to focus on is immersion. So when you play Minecraft, we really want you to feel that you're inside the Minecraft world. Actually, like we are now. It's so beautiful. And we also want to focus or have focused on biome diversity. So we want to find like a unique identity for different biomes. For example, the birch forest, as you can see in this beautiful concept art. So in the birch forest, we want it to be like light and peaceful, and the sun reaches the ground. The trees are taller, and the flowers, things like that. It's really beautiful. It looks very Swedish in the birch forest. That's true. That's actually a very Swedish forest. Yeah. It's gorgeous. And then you have, so you want to add more atmosphere to the different biomes, but there's one biome that you want, I mean, I would say you're giving it quite an overhaul. It's getting a lot more in the wild update. Yes, that's true. And that's the swamp. Oh, our art team is just so amazing. It's such a beautiful concept art. And as you can see here, the atmosphere is really different from the birch forest as well. It really is. It's amazing. So we have another one of our gameplay designers here and our swamp expert, Corey. Welcome, Corey. Hi, Corey. Hey, it's absolutely wild to be here. Oh no, Corey. The puns are so quick to start. It's Corey after all. Yeah, it's very on brand. So you're going to tell us about all of the, I mean, there's a lot of exciting things coming to the swamp. So what are we getting? Yes, there are a lot of awesome things coming. The first of which is the boat with the chest in it. Ich will mal dazu sagen, dass ich beim letzten Voting, wo es um Biom ging, tatsächlich für den Sumpf gestimmt habe. Vor allem auch wegen den Kistenbooten. It's so useful. And relaxing. Yes, and especially now, you know, in Caves and Cliffs Part 2, we have even wider rivers, so it's easier to travel on water, so it's going to be like extra useful. Yeah, and like in the aquifers as well. Yes, so like when you go rafting in the caves, you can like put your diamonds in the chest in your boat. Oh, it's really nice. Amazing. And you've been working on what I think now will be my favorite tree in Minecraft. Yes, we are adding the mangrove tree to Minecraft. So as you can see here, this is a propagule, and propagules grow from mangrove trees. They're actually like ready to grow mini mangroves growing from the mangrove. And you can see here the mangrove tree grows propped up on root blocks. It has vines hanging down from the leaves. The propagules are actually growing underneath the leaves. They actually grow from the leaves themselves. And I really like how the propagules are looking here. And okay, I'm just gonna nerd out on propagules for a minute. Okay, so in real life, the propagules grow, like I said, from the mangrove tree. And then when they fall into the water, or like, let's say they fall into water, they can float for up to a year before they plant themselves in the like water, underneath the water or on land, wherever they happen to land. And mangrove trees themselves are actually amazing for like local ecosystems, fighting climate change, for local communities. They're just super trees, and I'm really, really excited that we're adding them to Minecraft. That's awesome. And this is the first sapling that you can plant underwater. Yeah, you can plant it underwater and on land as well. That's so cool. When you first showed me the mangroves and you talked about your favorite thing, the propagules, I actually remember playing in mangroves in Florida, and we would use them to like write in the sand because they're super cool. That's adorable. So seeing them in Minecraft is just so exciting. And of course, where there's a new tree, there must be a new wood type. Yes, the mangroves do come with a new wood type. And like always when we add a new tree, we are so happy, like we get so many questions from the community like, will there be a new wood type? and therefore we're so happy that we were able to add a new wood type for the mangroves. And look at it, I think it's really pretty. And you also don't see like all the blocks here. It's gonna be like a full set for the wood types. It's gonna be like doors and trapdoors and so on. That's gorgeous. I love it.
I'm so excited about mangroves, but I just need to mention another thing, because we decided to go with like really big roots, and I think those are so cool, and we actually prototyped quite a lot back and forth, and it was a bit tricky to decide how the roots should look like, as you see in this picture here. But now I'm so happy that we went with the like multi-block roots, because, for example, when you like go with a boat, and then you can go under the mangroves, and I think that adds such a nice feeling to it. Yeah, like in this picture. It's really nice atmosphere. That's beautiful. I really agree. And like when I was testing, I really loved that feeling of like being underneath it, being like just this huge feeling. And I wanted more. I wanted to be surrounded by mangroves. So I was like, why don't I just make a mangrove swamp biome where I'm completely surrounded by them? So as you can see in this video, walking around, you're just completely surrounded in the mangrove swamp. It's just mangroves as far as the eye can see, just like in real life. And you have all the mangroves propped up on their roots, growing in the water, so you can take your boat underneath like Agnes likes. And you're just completely surrounded by the awesome beauty of it. It's so beautiful. Oh, and I mean, during sunset, every time I was testing, I would actually like pause the day-night cycle just to watch the sunset in the mangrove swamp. It was super beautiful. That's absolutely gorgeous. I noticed that was not dirt. Good eye, Lydia. That was wet dirt, otherwise known as mud. That's amazing. So you've actually added mud to do something really cool. Yeah, so we're adding really cool renewability mechanics to mud. The first of which is if you take a dirt block and pour a water bottle on it, then you can get more mud. And then the other one is if you take your mud block and you stick it on top of the dripstone, it will sort of like drip the water out of the mud and eventually dry it out, which turns into clay. I love the renewable clay. Like, I always need more bricks. So perfect. Yeah, your local mason isn't going to be super happy with you though. That's actually true. I have this one mason, it's diamond tier mason in my village, and I always trade with them. You're taking a villager's job. They might be a bit upset now, but still renewable clay. Yeah, it's really, really cool. And you're also using mud to make a new block. Yes, we're also adding mud bricks. So mud bricks are a really, really exciting like building block. And as you can see here, the brick texture is actually different than the other stone bricks that we have in the game. So they're sort of smaller, more compact, but it is really cool like to build with. It matches a lot of different block sets, and I'm really excited to build with them. I just love the look of them. They're awesome. So beautiful. We have a creator question for the two of you. Uh-huh. どうもこんにちはプチプチです。私からの質問はねこちらになります。どうして泥レンガを追加することにしたのでしょうか? I'm so excited they asked this question because I really wanted to answer it. So the main reason that I wanted to add mud bricks to the game is that I really wanted people to feel like all around the world, there are houses built out of mud bricks. So many people around the world have houses, buildings using mud bricks. And I really wanted people who are playing Minecraft to feel like they could build their home and feel like they're at home in Minecraft. So I'm really glad we got to add them for that reason. Amazing. Yes, and it's so important for us that like everyone feels equally welcome when playing Minecraft. Oh, that is absolutely amazing. Now, so we have like amazing new trees. We have mud everywhere. We definitely need something very cute. Yes. Well, very cute and quite derpy because we're adding frogs. Cute and derpy. That's the perfect description of them. The croaking is amazing. And did you see the one that jumped like backwards? One fell in the water. Silly frogs, yes. And they do love to jump around, and especially on lily pads, and actually also on big drip leaf, because I mean the big drip leaves kind of look like lily pads. But the funny thing with that is then when they jump on top of the big drip leaves, it's gonna tilt and then they fall down. One of them did. It just maybe it's a like frog slide. No. And you're adding another little tiny creature to this update. Yes, the fireflies. So you can see them roaming around, adding a lot of ambience to the swamp, making it feel just nice and cozy at night. But really, my favorite part of them is just making the world come to life, like feeling like there's life going on all around you. And
Oh yeah, also they're frog food. Yeah, forgot to mention that. They're frog food. Poor fireflies. Yes. Yeah, but look how happy that frog is. Yeah, and That's they're true. beautiful frog food. So you Mm. can both enjoy them in the atmosphere and the frogs get to eat. So that's, Everybody wins. Now, we're calling them fireflies, but Corey, is that what you called them growing up? Actually, no, we called them lightning bugs. I did too. And in Swedish, it's eldflugor, and that's actually literally translates to fireflies. okay. It's very interesting. It became like a lot of people talking about what you called it growing up. But we're really excited to have fireflies or lightning bugs in the game. I want to know more about baby frogs. Yes, so all baby mobs in Minecraft are just like tiny versions of the grown-ups, but with frogs we're actually adding tadpoles. Kaulquappen. Once again, you deliver on the promise of cute and derpy with the tadpoles. We do. Yes, and you can pick them up in a bucket. Yes, and that's actually extra helpful for the tadpoles because we have frog variants, and when a tadpole grows up, it will pick a variant depending on the temperature in the biome it grows up in. So, for example, if it grows up in a really cold place, it's going to turn into a snowy frog. Yeah, as you can see here. So, the frogs have kind of like two main systems. One is the tadpole system, and the other one is the cold-blooded system. So the frogs are like the first cold-blooded animal in Minecraft. And in real life, there actually are frog variants that pick a color depending on, or they adapt their color depending on temperature. And we wanted to have that in Minecraft. We wanted to Minecraftify it. So therefore, the tadpole's going to pick a variant instead, depending on the temperature. That's so cool. And there are 3 variants. Yes, it's going to be 3 variants. Okay, so we've seen 2. What's the third one? The third one is the tropical frog. Yes. So let's say you were venturing out into the desert or the jungle, and you take your tadpole with you, and if it grows up there, it'll turn into a lovely tropical frog. And what I really love about the tropical frogs is how just relaxed they look, and they're like blending into the sand almost. They're just so relaxed, just chilling there. Yeah. Yes. And I think there was a reason that they were colored that way. There is a reason they are white. So I was reading a lot about frogs. With me, that's really geeky. And then I learned about the real-life frog that's called grey foam-nest tree frog and lives, for example, in Angola, Botswana, Kenya. And that frog can actually turn almost white to avoid overheating. So that's like the inspiration for the tropical frog in Minecraft. I love all 3 of them. And you have these different color variations, but you also have something else special about the frogs. Yes, so each frog variant is going to have something unique that will be useful for the players. But we actually don't even know what that is yet because we are working on the frogs right now. That is so cool. So Corey, which frog is your favorite? Oh, it's got to be the snowy frog. They look so cozy. Ooh, I'm tropical frog. I'm very interested to see which one the community loves the most. I love them all of them. Yeah, exactly. Thank you so much for joining us, Corey, and taking us into a deep dive of all really cool swamp things. Yeah, happy to be here. Thank you, Corey. Thank you, Corey. I'm just going to hop on out of here. Bye, Corey. So many puns. I like that, though. This is quite an awesome update. And I mean, I really see the name for the Wild update. You get a bit of everything in it. Yes, and I love the contrast. Yeah, as you can see in this pretty concept art, it's really Ja, das ist genau, das ist viel besser. nature and the super terrifying deep dark, and I love that contrast between these two things. It's absolutely amazing. Well, we're getting close to the end of the show, and as always, the time has flown by. And a lot has happened during this show. So let's look back at some of the biggest announcements, and then we will reveal the winning mob. Okay, das heißt, sie tun den Worten und das Deep Dark mit in das Wild Update mit reinnehmen. Im Wild Update wird der Sumpf mitgeupdatet, das Sumpf-Update für meinen Stimmencontent. Sogar mit den Fröschen und Kistenbooten, Kaulquappen und den Mangrovenbäumen.
Felsen. Und natürlich Matsch. Zusammen mit den Matschziegeln. Mangroven über den Tropen gesehen. Ne, Mangroven sind aber eher in sumpfähnlichen Gebieten und also Now it's Tropen time to passt see da what nicht mob you chose to add to ganz. the game. Hey Jens, do you have the results? Yes, I have them right here in my chest. Wow! Really exciting. You really came in style. Here you go. Thank you so much. That looked really comfortable. Mhm. Okay, but now it's time to announce the winner. Okay, and the winner is the LA. Wow! Yes, I'm super happy about that. It's a lovely, lovely mob. That is so exciting. So Agnes, Na, ich war eher für when den can everyone Kupfergolem. expect the LA? So the LA will be included in the Wild update and it's gonna be released next year. Next year, the Wild update with the LA. I can't Ich hab's wait. gewusst. Thank you all so much for Schön, dass du joining gewusst us. hattest, aber Minecraft wouldn't be what it is today without all of you from all of us at Mojang Studios. Thank you so much. Bye. ich hätte gerne den Kupfergolem mehr. Ja, kann man nicht ändern. Die Mehrheit entscheidet. Genauso wie sie damals für das Phantom entschieden haben. Ja, und das war Minecraft Live. Also fassen wir nochmal zusammen. Das Deep Dark wird verschoben in das Wild Update. Dort gibt es dann unterirdische Städte, die riesig sind. Und für den Glowsquid, ja. Ich war auch, was gab es denn? Glowsquid, den Isolager. Und ich glaube, was war denn das letzte nochmal? Beim letzten Voting, was war Nummer 3? Isolager, Glowsquid und Isolager, Glowsquid und verdammt, hab ich vergessen. Ach, die Mu-Blumen. Weil ich sagen wollte, alle drei nicht. Ich habe, glaube ich, doch für den Glowsquid gewählt. Ja, die Blumenkuh, genau. Naja. Das war die Minecraft Live. Also, wo waren wir? Zusammenfassung. Das Deep Dark zusammen mit den Worten wird ins Wild Update verschoben. Der Deep Dark wird, wenn man die Screecher zu oft auslöst, steigt er aus den Skalkblöcken hervor. Der Warden kann dann auch noch jetzt riechen, das heißt, er kann einen auch finden anhand des Geruchs, nicht nur anhand der Geräusche mehr. Weshalb einfach nur Schleichen auch nicht mehr hilft. Macht den Eismagier eigentlich. Ich glaube, die meisten haben eine zu große Ablehnung gegen feindliche Mobs entwickelt wegen dem Phantom. Dass wahrscheinlich viele Angst haben, dass sie dann den Eismagier dann einführen und dann im Nachhinein halt nach hinten losgeht und man ihn dann doch hassen tut. Aber ja. Warte mal kurz. Den Ton davon könnte ich auch mal wieder anmachen. Hatte ich ja außen statt, dass er beim Abspielen von dem Video müsste das hier sein.
Was sagt mir jetzt was nicht? Verzeihung. Okay, war es doch. Wo waren wir jetzt? Also, Deep Dark und Warden wird verschoben. Riesige Städte werden eingeführt, die unterirdisch sich befinden im Deep Dark. Der Skull Catalyst frisst Seelen. Wenn ich das jetzt wenn man das so von dem Partikeleffekt richtig sieht. Das heißt, du tust eine Kreatur umbringen und der Skalk wächst dadurch, weil er das auffrisst. Gesundheit, danke. Danke Skonix und danke Bär. Ja. Dann Sumpf wird geupdatet, Mangrovenbäume werden eingeführt, Kistenboote werden eingeführt, Frösche werden eingeführt, obwohl die für mich mehr wie Kröten wirkten. Kaulquappen werden eingeführt. Was heißt noch? Allgemein wollen sie die verschiedenen Biome atmosphärischer machen. Ich bin mal gespannt, wie die das machen. Das Konzeptart sah da schon sehr gut aus. Oh, ein Nieserchen. Apropos Niesen, da fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht mehr welcher, aber warte. Vielleicht fällt mir damit doch nochmal ein. Es war doch unter auf den Kanal, also hier auf Deutsch von Canadian Dragon. Der hat tatsächlich einen Remix von seinem Niesen als Alert für Abonnenten. Nur, ich guck mal kurz, den platzieren wir. Nur einfach dich. Einmal das. Die letzte Runde, die wir heute spielen. Der weiß, was du tun ist. Nee, er hat sich selber geremixed. Du kannst es aber gern machen, Skonix, wenn du Lust hast. Ich würde gerne klippen den Abschnitt und dann sende ich dir das Video, dann kannst du gerne dich dran austoben, wenn du Lust hast. Nee, aber das war halt Update, ich glaube. Aber die haben nichts was das Archäologiesystem angeht, wie gesagt. Das scheint da noch nicht zu kommen. Das kommt wahrscheinlich noch später. Jetzt weiß ich, warum sie die 4 mal angedeutet haben in der Vorschau. Das Caves and Cliffs Update wird auf 4 Updates ausgebreitet. Teil 1 und 2, das Wald-Update und danach dann noch eins. Da kommen dann die restlichen eigentlich geplanten Funktionen noch rein. Wie du viel Selbsthass habe ich dann doch nicht. Wieso Selbsthass? Das klingt doch nach Spaß. Ein klarer Verstand ist gewöhnlich ein Zeichen schlechter Erinnerung. Ein Zeichen, nicht schlechter Erinnerung, wo Memory auch Erinnerung heißt, sondern, ach komm. Ein klarer Verstand ist gewöhnlich ein Zeichen
Ja, schlechter Speicher. Genau, das war's, Speicher. Gedächtnis, das war's, Gedächtnis. Ist halt manchmal blöd, man weiß, könnte Erinnerung heißen oder Gedächtnis. Beides würde vom Kontext auch passen im Satz. Es ist manchmal ein bisschen blöd bei manchen Sprachen, das rauszufinden, was ist denn jetzt genau gemeint. So, ich würde mal sagen, wir ändern die Kategorien mal noch zum Schluss, sonst gibt es da noch Ärger, wenn irgendjemand drauf kommt, wegen der letzten halben Stunde jetzt hier. Vorausgesetzt, Sie lassen mich die Kategorie ändern. Nö, natürlich nicht. Wieso auch? Twitch ist heute wieder gut drauf. Findest du bitte Stream, weil das hat Kategorie. Geht doch. Kann sein, dass ihr die Seite neu laden müsst, damit es dann aktualisiert wird. Aber ja, ich bin gerade auch noch mal bei den Abstimmungsergebnissen mit den. Es war gar nicht so ein großer Unterschied zwischen Kupfergolem und LA. 54,3%. Ich meine, in absoluten Zahlen ist wahrscheinlich ein größerer Unterschied. Wenn über 1,1 Million Leute abstimmen. Die Accounts abgestimmt haben. Aber ja, der Kupfergolem. Ich müsste mal gucken. Vielleicht, weil ich den so mag, tue ich den vielleicht als Add-on vielleicht den Kupfergolem einbauen. Obwohl es ja schwierig ist, weil soweit ich weiß, ist es noch nicht möglich, dort dann Kreaturen erschaffen, die Knöpfe drücken können. Müssen wir mal gucken. Und ich frage mich, ob Dream wieder versucht hat, das Ganze zu manipulieren. Ja. Der Elle ist doch gar nicht so schlecht. Ich sehe hier gerade was. Wartet mal. Das könnte ich mal kurz mal hier zeigen. Gehen wir noch mal hier rüber. Dann habe ich mich gar nicht da. Trotzdem finde ich den Kupfergolem besser, weil ich halt mehr mit Redstone gerne arbeite. Und irgendwie die Idee mag, dass man den mit einem Blitzschlag auch, also als jetzt mehr so Minispielartig manche Sachen angeht oder Adventure Map etc. Aber der Elle ist doch gar nicht so schlecht. Du kannst ja damit, er kommt darauf an, ob er die Möglichkeit hat, nicht stackbare Items auch mehrere aufzusammeln. Dann kann man nämlich damit Dinge sortieren wie Helme, Spitzhacken, solche Sachen halt. Er könnte Setzlinge und Äpfel automatisch aufsammeln. Man müsste ja nicht mehr warten ständig. Und man muss an bestimmten Sachen tatsächlich nicht mehr Massen an Trichter platzieren. Nur noch ein. Oder eine Trichterlore nur noch. Aber trotzdem, naja. Abstimmung zu Ende, man kann es nicht mehr ändern. Leider. Ich finde das mehr knuffig, wenn er tanzt.
Mir ist Funktion wichtiger als... Mir ist Funktion wichtiger als Aussehen von den Kreaturen. Also mit der Abstimmung jetzt. Ja. Aber was haltet ihr davon? Was haltet ihr vom Wild Update? World Update muss ich erstmal mehr sehen. Noch habe ich keine richtige Meinung. Ein bisschen haben sie schon gezeigt. Also ich muss sagen, am meisten gefallen mir das Deep Dark. Also von der Atmosphäre her. Ich habe halt was für Horror übrig. Ich glaube, wenn nicht, sonst würde ich mir das nicht antun jeden Sonntag hier. Pro Sonntag, morgen geht's ja auch weiter. No. Hi Dunai, schön. Vielen Dank für dein Abo. Schön, dass du weiterhin hier bist. Und natürlich auf jeden Fall vielen Dank für deinen Raid mit drei Zuschauern. Oder durcheinander mit Raid und Hostnachricht. Oh ja, willkommen an alle. Hi Dodo, hi Ludai, hi Rocky, hi Mausi. Und vielen Dank für dein Follow, Rocky. Also heute läuft's doch. Nur, dass ich gerade aufhören wollte. Danke für den Raid, Dodo. Nein, ich hab nur Danke für den Raid gesagt. Und dann Hallo Dodo. So rum. Nee, Danke für den Raid Luna natürlich. Ich habe schon mitbekommen, wer geradet hat. Wie war dein Stream? Wir brauchen doch große Ziegel für das Zentrumgedönse. Bis wir die Tiere haben, dann brauchen wir wenigstens keine Dann ist die Minecraft Live, die war eben. Ja, Wayne, ich gehe doch eh jetzt... Ich wollte jetzt auch gerade Feierabend machen, ihr kommt gerade zum Schluss rein. Okay, das muss ich klippen, I'm sorry. Clip. Kann ich das nicht so machen? Wow, warte doch, so ging das doch, warte.
Ja, die waren gerade und der LA hat gewonnen. Beim Mob-Voting. Ich warte eigentlich nur darauf, dass Timber das hier fertig ist. Das dauert noch eine Stunde. Ups, da wollte ich jetzt nicht drauf. Klicke ich halt falsch an da. Gerade wollte aus Protest das Golem-Ding supporten. Du wolltest den Glare haben, vermute ich dann mal. Ich wollte eigentlich den Kupfer-Golem. Ja, nee. War ja ab 18 Uhr ging das Ganze los und ja, um die 2 Stunden. Ja, Kupfer-Dings halt. Ja, aber ich fand den Kupfergolem eigentlich praktisch, weil ich ja gern mit Redstone arbeite und auch eher mal überlegt habe, obwohl ich die Zeit dafür nicht finde, vielleicht irgendwann so eine Adventure-App zu machen. Da wäre der halt sehr praktisch gewesen, dass man vielleicht den irgendwie dazu bringen muss, die Knöpfe zu drücken, weil dann halt irgendwas ausgelöst wird oder irgendeinen Generator zu starten, damit dann, weil der halt auch oxidierte Kupfergolem durch einen Blitzschlag zum Beispiel auch wieder entoxidiert werden. Und so weiter und so fort. Du wolltest den Glare. Ja. Der die wenigsten Stimmen im Voting erhalten hat. Ich vermute mal, dass die meisten daran nicht viel Zweck gesehen haben. An einer Kreatur, die halt dir anzeigt, wo es dunkel ist. Aber LA. Der Ellie ist Sieger der Herzen. Nicht nur Sieger der Herzen, auch Sieger des Votings. Ja. Nee, habe aber vorhin auch gesagt, ich will gucken, ob ich den Kupfergolem nicht vielleicht als Add-on reinkriege. Müssen wir mal angucken. Aber ich glaube, Kreaturen können keine Knöpfe drücken. Und das werden sie, glaube ich, auch nicht einführen, dass das möglich ist damit dann. Und hey, Aru. Aru ist Swordsman, wie geht's dir? Das, was ich gewotet habe, hat gewonnen. Ja, schön. Schön für dich. Freu dich. Like ich mit meinem Foto, richtig. Alle lagen richtig, nur ich nicht. Auch schön. Einfach Custom Entity und dann sagen, wenn er in der Nähe von Knopf ist, dann random auslösen. Etc. Geht das? Custom Entity weiß ich habe auch schon welche erstellt. Das ist nicht das Ding. Ich wusste allerdings nicht, dass die Knöpfe auslösen können. Ich rede jetzt von... Ich weiß, ich rede nicht von Mod jetzt, ich rede von Add-on für Bedrock Edition, aber muss ich mir mal anschauen. Execute at real type custom. Vielen Dank für dein Follow, Aru. Viel Spaß für deinen Blaubeeren. Wo war ich? Test for Blocks, Button, hat den Knopf auslösen. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Knopf dadurch auslösen soll. Warte. Dann bin ich blöd. Nee, jetzt habe ich es ja.
Du kannst ja von einem Block den Zustand ja ändern. Per Befehl, also den halt ersetzen. Wenn man einfach Set Block macht und dann muss ich dann halt nur die ID rauskriegen, welcher halt der gedrückte Knopf ist und dann wird das Signal ausgelöst, dadurch aktualisiert sich der Block, dadurch ist er wieder entdrückt. Theoretisch, muss ich mal schauen. Kann ich mal gucken, wer ist denn gerade noch online und wird hoffentlich dann auch noch online bleiben eine Weile. Schauen wir mal, wer ist online. Den spuckst du mir hier aus, Twitch. Nicht mehr so viel online, eigentlich schade. Eigentlich würde ich sagen, hatte ich eigentlich vor dich zu reden, Luna, aber da warst du anscheinend schneller. Der Kater ist 55% flauschig. Ich vermute mal, du hast, oder das alle, die jetzt vom Raid herkamen, haben wahrscheinlich eher weniger was vom Minecraft, von der Minecraft Live mitgekriegt. Deswegen meine andere Frage, da hatte ich vorhin auch immer reingefragt, was haltet ihr vom letzten Animal Crossing Update, was kommen soll, am 5. November? Wo sie eigentlich nur all das Alte aus früheren Spielen, was sie entfernt hatten, reinbringen. Wir schauen nochmal hier rüber. Was sagt dann Streamway? Streamway, das braucht noch 5 Minuten. Okay. Macht ja nichts. Die 5 Minuten können wir warten. Wait, mache ich mal rein.
Connection will. Das ist schlecht, weil, wie gerade gesagt, ich mache Feierabend. Ansonsten bei der kannst du noch, wenn du es schnell reinschaffst, mitmachen, aber ansonsten kannst du gerne ab morgen mitmachen. Da machen wir auch wieder ab 16 Uhr bis eigentlich mal Open End, je nach Stimmung, nach Gefühl. Und mir fällt gerade auf, wir haben 2 Tagesziele erreicht, die Follower und die Subs. Ne, auch schön. Wenn ich so schön finde, ist es bei mir Twitch in der Zeit mal mehr rumspinnt. Naja, Twitch-Maskottchen ist ja nicht ohne Grund, halt, ja nicht ohne Grund den Namen Glitch. Passt ganz gut, finde ich. Okay, bei Etikette. Können wir letzte Runde einfach früher anfangen? Ich würde sagen, wir starten. Komm. Ja, wir starten. Das dahin und los. Letzter Kampf für heute. Ja, sicher, erstmal ein Werbespot. Ich glaube, alle die jetzt noch. Eigentlich nicht, nee. Nee, hab nicht gesagt. Und das sieht gut aus. Noch 7 Gegner, die machen auch noch fertig.
Und das war's auch schon. Dann einmal schnell Belohnung verteilen. Einmal als verteilen. Mit einsammeln kann ich später noch. So, dann sei an dieser Stelle ciao. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Danke fürs Einschalten. Danke nochmal an Lunay für den Raid. Und auch natürlich vielen Dank für das Abo. Ansonsten hier geht es dann morgen weiter mit The Joy of Creation, einem FNAF Fangame. Und schönen, tollen Horror-Alerts. Ansonsten könnt ihr auch in den Kanalpunkten mal unten reingucken und paar Blaubeeren da lassen für einen 12 Stunden Halloween-Stream. Tatsächlich werden fast alle Alerts im Stream, also Abo-Alerts, Bits-Alerts, sowas halt mit Jumpscare-Alerts ausgetauscht für diesen Stream und das wird sehr schön für mich. Ja. Wie auch immer. Bis morgen. Bye, bye.